Guten Abend, ihr Lieben, willkommen im Stream bei Miriam Kreativ zu unserem Basteltermin. Mit Herzblut, Freude und Kreativität zeigt Miriam uns live, wie das Plotten geht. Hier gibt's Inspiration, schau hin und hör gut zu, dann klappt dein nächstes Werk, Erfolg und zwar im Nu. Mit Liebe zum Detail, durchdacht und fein, lädt Miriam uns heute zum Basteln ein. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Ob Neuling, ob Profi, ganz egal. Es klappt bei jedem, das ist genial. Zusammen kreativ, wir basteln mit Papier. Hast du eine Frage? Die Antwort kriegst du hier. Der Plotter steht bereit, wir reiben uns die Hände und starten jetzt gemeinsam kreativ ins Wochenende. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass ihr schon da seid. Es ist mal wieder Freitag, es ist 20 Uhr und wie ihr sehen könnt, bin ich tatsächlich mitten am Basteln. Ich habe diese Woche ganz viel geschafft, aber sehr wenig geplottet und dachte einfach, wenn wir uns heute hier schon sehen, gehe ich endlich dieses Projekt nochmal an, das ich schon so lange auf der Agenda habe und das schon so lange nochmal gebastelt werden will. Die Dekoblume Maren in groß, in tauglich für den großen Lampenhalter. Da habe ich ja irgendwann schon mal einen Anlauf gemacht, der nicht so geworden ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Und seitdem liegt das Ding im Regal und ich hatte versprochen, dass ich mich nach Ostern dem Ganzen nochmal widmen werde. Und dachte, das ist für mich auch der perfekte Test, hier meinen Plotter endlich wieder anzuschließen und es direkt auch mit meiner Plotter-Software nochmal selber zu schneiden. Das heißt, wundert euch nicht, es gibt heute kein neues Projekt. Ich wurschtel ein bisschen vor mich hin. Ich erzähle euch ein bisschen vom Bastel-Event. Wir haben uns ja letzte Woche vor Ort live getroffen. Und was so geplant ist, an was ich so werkel, ihr dürft vielleicht sogar schon mal mit reingucken kurz in meine neue eigene Schneidesoftware, die dann vielleicht auch bald eure neue Schneidesoftware werden könnte. Wir gucken mal. Und ja, plaudern einfach so ein bisschen. Hallo Jassi, du schreibst, das Intro ist sehr schön. Das freut mich. Da gehen liebste Grüße an meinen Mann, der das Intro für mich getextet und gebaut hat. Ja, ein bisschen fleißig bin ich schon wieder. Ich habe diese Woche ganz viel gearbeitet, was ihr so im Vordergrund noch nicht sehen könnt, was im Hintergrund eben passiert ist. An der Schneide-App. Ich habe vom Wochenende, von dem gemeinsamen Bastelwochenende, eine ganz interessante Rückmeldung mitgenommen, die mich sehr beschäftigt hat. Nämlich die gut Vorbereiteten haben sich die Plotter-Datei mit dem normalen Drucker quasi ausgedruckt, um eine Anzahl zu sehen, wie viele Teile wie oft benötigt werden und haben mir auch gesagt, dass sie das eigentlich regelmäßig machen bei den Projekten, dass sie sich irgendwie die SVG-Datei ausdrucken, um so eine Übersicht zu haben. Und das bei mir hat ganz, ganz viel im Kopf da gerade gerödelt, um diese verschiedenen Aspekte zusammenzubringen, weil ich dann gesagt habe, ja, verstehe ich einerseits total, weil es waren ja doch dann irgendwie 6 unterschiedliche Projekte, das so auseinanderzuhalten ist ja gar nicht so leicht. Und dadurch, dass ich gerade parallel auch an der Schneide-App arbeite und es natürlich total schön finden würde, wenn die einem automatisch die richtige Anzahl an benötigten Teilen dann auch in der Software anzeigt und vielleicht sogar auf die Matte legt, wenn ich das hinkriege. Das ist noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. Greifen da so viele praktische Teile ineinander, weil man im Endeffekt eigentlich eine Information hat, die man irgendwie aus der Plotter-Datei menschenlesbar rauskriegen muss und am besten auch maschinenlesbar. Also damit habe ich mich ganz viel beschäftigt. Ich habe also unheimlich viele Worte wieder gesprochen diese Woche, weil ich meine ganze KI- und Programmierungsarbeit ja quasi sprachbasiert inzwischen mache. Ich habe also sehr viel geplappert. Wenn ich heute nicht so viel plapper, seht's mir nach. Ich habe meinen Wordcount für die Woche so ungefähr schon aufgebraucht. Ja, dachte aber einfach, wir gucken trotzdem einmal zusammen und ich nehme auch euren Input gleich wieder mit. Also ich lerne ja aus allem, was ihr so macht, auch immer irgendwas und mache mir dann immer Gedanken, wie ich das irgendwie sinnvoll integrieren kann. Ja, schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid, obwohl ich wieder eigentlich auf keinem
Kanal Bescheid gesagt habe, dass wir uns heute sehen. Ihr seid halt die treuen Bastelseelen, die das irgendwie fest im Kalender haben. Dadurch, dass es letzte Woche keinen Stream gab, ist es ja auch 2 Wochen her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Und wir werden uns auch erst wieder in 2 Wochen sehen. Das vielleicht noch als Orga-Punkt vorab. Ich bin nämlich nächste Woche im Urlaub. Das heißt, der nächste Stream ist dann erst in 14 Tagen. Ja, ich habe jetzt auch Papier vor mir liegen, aber Daniela freut sich total, weil ihr Anycubic Cobra X ist endlich da und läuft. Daumen hoch, Daniela. Ich liebe das aktuell immer noch, wenn ich euch mit dem neuen Hobby infizieren kann. Und es freut mich immer bei jedem, der irgendwie sich eine neue Maschine anschafft und zurechtkommt. Und einfach schön. Ist eigentlich auch direkt mein Stichwort, 3D-Druck. Zeige ich euch aber auch gleich nochmal von oben. Seht ihr wahrscheinlich von vorne. Jetzt nicht allzu viele Details. Eine Vase. Warte, mach mal gleich. Ich räume mal ein bisschen auf. Ich mache mal ein bisschen Platz, dass ihr jetzt von oben am besten gleich nur die Vase seht. So. Eine Perlenvase. Barbara heißt sie. Liebe Grüße an der Stelle auch an die Barbara, weil sich die Barbara diese Vase genau in dem Format gewünscht hat. Das ist im Endeffekt quasi eine Art Schwesterprojekt zu dem Blumentopf, den ich euch schon gezeigt habe. Und Barbara hatte sehr spezifische Vorstellungen, wie schmal und hoch das Ganze sein soll. Entsprechend habe ich meine Perlen hier nochmal schön durch die Gegend geschubst und habe eine Perlenvase daraus gebaut. Die warten jetzt auch beide drauf, dass sie mal noch lackiert werden. Das mache ich vielleicht im Urlaub. Wenn ich es nicht im Urlaub mache, machen wir das dann vielleicht in dem Stream nach dem Urlaub mal irgendwie zusammen, weil ich immer wieder die Frage bekomme, ob das am Ende auch dicht wird. Einige von euch haben in den letzten Streams schon geschrieben, sie haben einfach nur gedruckt und es ist dicht. Ich bin bei der Dichtigkeit von so PLA-Drucken immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich immer denke, es soll auch langfristig ja wirklich schön dicht sein. Und man will, gerade wenn man es verschenkt, ja dann doch nicht, dass irgendwie der Beschenkte dann irgendwo so eine Feuchtigkeitslache stehen hat. Deshalb werde ich meine mit einem Acryllack voraussichtlich behandeln. So habe ich das früher auch immer gemacht. Ich habe in der Vergangenheit auch schon Töpfchen gedruckt. Kann ich euch gerade mal eins zeigen, das ich beim Treffen dabei hatte. Achtung, das ist noch ganz alt. Das ist noch aus meinem uralten Anycubic i3 Mega. Also die 3D-Drucker, die ich jetzt habe, sind ja nicht die 3D-Drucker, die ich von Anfang an hatte. Ich habe schon seit vielen Jahren 3D-Drucker im Einsatz. Ich habe das nur verheimlicht bisher. Also nicht wirklich verheimlicht, aber ich habe die Deko-Sachen halt nie gezeigt, weil ich für mich vor allem praktische Sachen gedruckt habe. Und hatte das jetzt am Wochenende eigentlich nur dabei, um mal zu zeigen, dass man da auch wirklich mit Farben ganz schön spielen kann. Also abgesehen davon, dass man hier das natürlich lackieren kann, um es dicht zu machen, kann man hier auch wirklich mit Farben arbeiten. Das ist auch einfach nur eine Acrylfarbe, so eine Metallic-Acrylfarbe, die ich da aufgebracht habe, um dem einfach so ein bisschen mehr Metallic-Look zu geben. Ihr seht, den habe ich damals auch noch viel, viel dünner gedruckt, als ich die Blumentöpfe heute drucke. Aber der ist trotzdem dicht, weil ich den innen drin auch komplett mit Acryllack behandelt habe. Was man da auch machen kann, ist, man kann wirklich auch so ein bisschen handwerklich arbeiten. Das liebe ich ja, wenn ich bei den 3D-Drucken auch wirklich noch irgendwas von Hand machen kann. Heißt, ich habe den komplett innen drinne quasi einmal angemalt. Innen seht ihr auch, habe ich nichts geschliffen oder so. Der ist innen einfach nur dunkel. Habe ihn außen angemalt, so ein bisschen mit unterschiedlichen Metallic-Farben. Bisschen dunkler, bisschen heller. Habe das gut trocknen lassen und bin dann mit so einem ganz, ganz, ganz feinen Schleifschwamm nochmal hier über diese äußeren Kanten drüber gegangen, um die einfach so ein bisschen Used Look-mäßig stärker rauszuarbeiten. Dadurch wird diese Grundgeometrie von dem Blumentopf einfach nochmal ein bisschen schöner sichtbar. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Dieses Teil ist auch komplett weiß gedruckt. Davon kann man jetzt vielleicht nur noch was erahnen, wenn man hier die hellen Stellen sieht. Gerade für die 3D-Druck-Einsteiger. Ihr müsst euch keine Quadrillionen verschiedenen Filamente bestellen. Ich drucke ganz viel, ganz ausschließlich in weiß. Ich habe früher durch den Drucker auch fast nur weiß gejagt, es sei denn, ich habe zum Beispiel auch graue Sachen gedruckt für unseren Stabmattenzaun und so. Da habe ich versucht, das passende Grau zu treffen. Ja, ne? Also man kann da auch ganz viel dann sich noch austoben. Es ist nicht immer so, dass man das Teil aus dem 3D-Drucker holt und dann sagt, damit ist meine Arbeit jetzt fertig, damit bin ich hier einmal durch, sondern man hat durchaus auch Möglichkeiten, sich da noch so ein bisschen auszutoben. Wenn euch das wirklich interessiert, können wir auch irgendwann in einem Stream mal gemeinsam ein bisschen rumpanschen. Ich gestehe es euch, wie es ist. Ich habe noch mehr so geometrische Blumentöpfe. Ich hatte mal meine Blumentopfphase. Da habe ich ganz viele ziemlich handliche, so kleine Blumentöpfe erstellt.
Und viele davon sind noch nicht fertig angemalt oder lackiert, weil das dann ja, weiß ich nicht, vielleicht kennt ihr das auch, man ist so mitten im Flow und dann kommt irgendein anderes, noch wichtigeres Projekt dazwischen und dann landet die ganze Kiste mit den unfertigen Blumentöpfen halt im Schrank und man macht mit irgendwas anderem weiter. So. Die Barbara schreibt, danke für die schnelle und schöne Umsetzung. Sehr gerne, Barbara. Ich hoffe, es gefällt dir so. Ich habe mich sehr bemüht, mich an deine Maßvorgaben zu halten. Es war sehr gut, dass du mir fürs Innenmaß eine Spanne gesagt hast. 80 bis 90 Millimeter Durchmesser für die Mitte. Warum war das gut? Hätte ich einen festen Wert gehabt, quasi, den ich in der Mitte einhalten muss, dann hätte ich eventuell mit der Größe meiner Perlen hier variieren müssen. Aber das musste ich jetzt nicht, weil ich quasi den Durchmesser an meinen Perlendurchmesser anpassen konnte. Ich frickel da ja immer relativ lang rum, weil ich das immer alles sehr akkurat und passend haben möchte. Und da war es sehr gut, dass du mir eine Spanne gegeben hast, Barbara. Also ich habe mich sehr bemüht, deine Vorgaben genau umzusetzen und freue mich natürlich jetzt schon auf ein Foto von deiner Vase. Ne? Und damit ist der Teil auch offiziell abgehandelt. Ich habe nur ein schnelles Foto gemacht, als ich das Ding in den Shop gepackt habe. Aber ich dachte, wenn ich es euch hier im Stream nochmal zeige, so mit meinen Patschehänden drunter, dann hat man eine ganz gute Vorstellung vielleicht auch von der Größe des Projekts, wie groß das in echt wirklich aussieht. Vielleicht auch, wie groß es im Vergleich zum Blumentopf aussieht, damit man ein bisschen Gespür dafür hat, ob man das jetzt braucht oder ob man das nicht braucht, ob es an dem eigenen Platz gerade gut hinpasst oder ob es nicht hinpasst. Die ganzen genauen Maße, Innenmaß, Außenmaß, Höhe außen, Höhe innen, steht alles im Shop. Druckzeit und Materialmenge auch. Erschreckt da bitte nicht, das sind für mich so Drucke, die mache ich einfach über Nacht. Soll heißen, die Vase hat etwas über 7 Stunden, glaube ich, gedruckt. Aber das ist ein typisches Ding, was ich dann abends anschalte und quasi im Blick behalte, bis der Andruck wirklich gut aussieht, sprich die untere Lage auf dem Druckbett ist. Hier tatsächlich habe ich auch gewartet quasi, bis ich so die ersten Perlen gesehen habe und gesehen habe, das sieht alles super und gleichmäßig aus. Und dann lasse ich den einfach arbeiten. Ist natürlich keine offizielle Empfehlung, bleibt immer in der Nähe von eurem 3D-Drucker. Ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das macht das macht wahrscheinlich keiner wirklich. Oder dass er den 3D-Drucker dauernd beaufsichtigt. Dafür brauchen die einfach viel zu lang für alles. Ja, und dann freut man sich am nächsten Morgen. Dann kann man nämlich nach dem Schlafen einmal an den 3D-Drucker marschieren und kann die neue Vase einfach einmal aus dem 3D-Drucker rausholen. Ob sich das gut verkleinern lässt, Annette, diese Vase, ja, ich glaube ehrlich gesagt, ein bisschen kleiner geht auf jeden Fall. Du hast hier innen drin eine Wandstärke von 2 mm. Die schrumpft natürlich mit, wenn du das Ganze kleiner machst. Ich würde wieder versuchen, so ein bisschen mit dem Düsendurchmesser zu arbeiten. Das heißt, ich würde es wahrscheinlich nicht zu klein machen. Du kannst mir aber, wenn du Lust hast, auch deine Zielgröße einfach mal schreiben, wo du gern hin willst. Und dann darf mein Drucker mal drucken. Und dann kann ich es dir ganz verbindlich sagen. Jana, an was genau bin ich schuld? Das lese ich gerade erst. Ich bin schuld. Ich bin immer an allem Möglichen. Wenn ich hier mit euch bin, bin ich immer an allem Möglichen schuld. So. Gut. So viel zu den Blumentöpfchen und der Vase. Die packe ich jetzt einmal weiter zur Seite. Ich habe noch mehr so angefangene 3D-Drucksachen und überlege, ob wir da kurz drauf gucken. Oh nee, Achtung, ich habe noch ein Seitenprodukt zum Thema, ich bewache meinen Drucker immer, bis der Andruck passt. Ich habe falsche Druckeinstellungen verwendet. Ich wollte hier den Blumentopf nochmal drucken und habe das bedauerlicherweise erst gemerkt, nachdem ich den Druck schon gestartet hatte. Habe den Druck dann abgebrochen und habe das hier von meiner Druckplatte geholt. Und eigentlich wäre das so ein typisches Ding, was ich in meine Filament-Sammelkiste schmeiße direkt. Aber ich habe es aufbewahrt, weil ich es euch unbedingt zeigen wollte. Ich fand es ziemlich lustig, auch weil viele von euch mich immer fragen wegen der Druckplatte und ich ja immer sage, ich drucke mit einer sehr, sehr glatten Druckplatte. Ich habe hier quasi so eine Art wasserbeständiges Transparentpapier aus meinem 3D-Drucker geholt. Ein kleines Seitenprodukt, was ich selbst irgendwie total witzig fand. Also hoffentlich seht ihr das hier, wenn ich die Finger dahinter habe. Das ist genau eine Lage. Weißes Filament, ist kein transparentes Filament, sondern das standardweiße Filament, mit dem ich auch die Töpfe gedruckt habe. Ich bin sehr sicher, dass ich damit nochmal experimentieren werde. Ich fand es ziemlich lustig, dass das so rauskam. Das hat mich eigentlich direkt in den Fingern gejuckt. Vielleicht doch sowas wie Lichterkettenblümchen oder sowas in so ganz, ganz dünn zu drucken, wo man wirklich dann auch den Lichtdurchfall hat. Da rattert es dann natürlich sofort wieder bei mir im Kopf, wie ich die Schnüre quasi, die der Drucker aufs Druckbett bringt, noch besser beeinflussen kann. Weil bei einem Blümchen würde ich jetzt nicht wollen, dass es so Querstriche hat, sondern dass die im Idealfall den
Blütenblättern folgen, aber da wird mir schon was einfallen. Also ich finde, es sieht auch von der Seite eigentlich ziemlich glatt aus, aber wenn man hier auf der Rückseite so richtig genau hinschaut, das ist die Oberseite, die jetzt beim Druck quasi oben war, dann ist es hier schon so ein bisschen rau und geriffelt. Also man kann quasi sehen, in welche Richtung der 3D-Drucker das Ganze gedruckt hat. Also ich fand es einfach ein super witziges Seitenprodukt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Nie absichtlich gemacht habe. Es ist ja wirklich nur eine Schicht gedruckt mit dem 3D-Drucker. Und ich dachte, ich zeige euch das einfach mal. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Was Heike schreibt, es gibt Leute, die bügeln so dünne Schichten auf Hoodies. Oh Gott, wird das nicht super steif dann? Also immer her mit euren Ideen. Immer her mit eurem Input. Experimente folgen. Wir haben ja neulich schon in das eine Projekt einfach eine Lichterkette reingemacht und wenn ich jetzt irgendwas beleuchten wollen würde, stelle ich mir das hier natürlich ziemlich cool vor. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was uns so einfällt. Lustiges Seitenprodukt. So, wo ich schon beim Thema 3D-Druck und ungelegte Eier und Unfertiges bin, hätte ich hier gleich noch mehr. Ich glaube, wir gucken wenigstens kurz drauf. Haut mich bitte nicht, weil ich es wieder mit dem 3D-Drucker gedruckt habe, bevor überhaupt nur die Plotter-Datei in den Shop gewandert ist. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 2 Wochen im Stream habe ich auf Biegen und Brechen, obwohl mir der Plotter irgendwie graue Haare bereitet hat, das Körbchen mit den Blümchen nochmal in einer anderen Blumenvariante hier zusammengeklebt. Und wollte das natürlich, weil ich euch kenne, weil ich wusste, dass ihr dann sagt, huhu, das wäre doch auch was für den 3D-Drucker. Das Ganze natürlich auch mit dem 3D-Drucker testen. Und bei diesen filigranen Motiven hat man ein bisschen ein eigenes Thema. Und das wollte ich euch heute auch nochmal zeigen, bevor ich es vergesse, weil ihr kennt es, bei mir ist es gern so, dass es dann aus den Augen, aus dem Sinn. Ich habe es für mich gelöst und dann ist es abgehakt. Ich dachte, ich zeige euch mal, was ich im Slicer gefunden habe, was für mich das Druckbild hier von außen nochmal wesentlich verbessert hat. Eine Komponente, die ich hier, wie gesagt, nutze, ist die sehr, sehr glatte Platte, die mir halt außen ein sehr ebenmäßiges, glattes Druckbild erzeugt. Aber, und jetzt ist es natürlich wieder weiß, das ist der Nachteil, wenn man wie ich alles in weiß druckt. Ich muss mal gucken, ob ich euch das einfangen kann. Vielleicht könnt ihr bei dieser Variante sehen, dass es hier an bestimmten Stellen, vielleicht noch näher ran, so kleine Löcher im Druckbild gibt. Das ist nicht wild, aber wenn man auf der Suche nach Optimierungspotenzial ist, findet man auf jeden Fall welches. Ich halte es euch gleich nochmal hoch, nachdem ich euch gesagt habe, wo. Hier so an den Ecken. Und das ist übrigens schon eine optimierte Variante. Hier oben unten am Bogen kann man es relativ deutlich erkennen. Ich glaube jetzt so oberhalb von meinem Finger. Und wenn man das hier unter der Kamera gar nicht sehen kann, dann scanne ich es euch bei Gelegenheit ein. Ich habe eigentlich einfach nur einen Parameter gefunden oder auch 2, mit denen man so kleine Lücken in dieser untersten Druckschicht noch deutlich besser vermeiden kann. Und das wollte ich euch im Slicer kurz zeigen, weil wir ja schon in den letzten Streams immer so ein bisschen abgefragt haben, ob euch das interessiert, ob ich solche Erkenntnisse, die sich da bei mir beim Arbeiten einstellen, auch mit euch teilen soll. Und meistens sagt ihr ja. Und deshalb dachte ich, das mache ich jetzt hier auch wieder direkt, weil es sonst vergessen ist, wenn ich das nicht gleich mache. Ich schalte euch also einmal rüber auf meinen Monitor und ihr seht, ich habe die Form auch schon hier in dem Fall im Bambusleiser geladen und habe hier eigentlich keine allzu abgefahrenen Einstellungen gemacht. Also einfach mit einer 0,2 mm Standardstärke quasi gedruckt. Es gibt aber doch eine Besonderheit und zwar die allererste Schicht ist die mich jetzt hier bei diesem Projekt besonders interessiert hat. Und ich sage das immer wieder, es lohnt sich da dann einfach total, selbst auch mal ein bisschen mit den Einstellungen zu spielen. Ihr könnt das geslicete Ergebnis hier an der rechten Seite mit diesem Schieber immer einmal quasi durch die einzelnen Ebenen euch anschauen. Und wenn man wirklich die allererste Ebene sehen will, muss man halt hier diesen Schieber an der Seite von ganz oben nach ganz unten ziehen und hat jetzt hier die Linien, die der 3D-Drucker der Reihe nach auf die Platte malt. Und die sehen jetzt hier schon ziemlich fein aus und das ist genau die Einstellung Nummer 1, die ihr hier links auch als verändert seht, nämlich die Breite der Linie. Das findet man in der Regel im Qualitätstab in der ersten Schicht. Man kann für die erste Schicht eigene Linienbreiteneinstellungen vornehmen. Und ich gucke mit euch mal total krass auf die Details, dann seht ihr auch gleich, warum das einen Unterschied macht. Also ich würde es hier in der Slicing-Vorschau noch eine problematische Stelle sehen, hier an den Blättern, wo es immer noch nicht ganz so gut wäre, wo ich nachher wahrscheinlich eine kleine sichtbare Lücke hätte.
Und ich stelle das mal zurück auf den Standardwert, weil eigentlich wird in der ersten Schicht bei Bambu standardmäßig noch breiter gedruckt als in den anderen Schichten. Kann man wahrscheinlich auch gut vertreten bei allen Drucken, die nicht quasi diese Unterseite, die auf dem Druckbett liegt, als Vorderseite verwenden. Ich slice mal und zeige euch mal, wie das da, ja dann, genau. Also ich hoffe, man sieht direkt den Unterschied, dass wir jetzt relativ breite Würste, sag ich mal, haben, die hier reingedruckt werden. Und man sieht hoffentlich auch, dass hier direkt so sichtbare Lücken entstehen. Zum Beispiel hier in der Spitze von der Blüte. Hier unten wird er gar nicht eine durchgehende Schnur drucken, hier wird er auch unterbrechen. Und wenn ihr das auch schon hattet bei Drucken, die wirklich quasi mit der späteren Vorderseite auf dem Druckbett gedruckt werden, dann erklärt euch das jetzt vielleicht, warum man da manchmal so komische kleine Fehlstellen sieht. Weil der hier in der ersten Schicht standardmäßig eine relativ breite Linienbreite verwendet. Das heißt, das eine, was ich einfach gemacht habe, ist, dass ich den Wert Stück für Stück weiter nach unten korrigiert habe und ich bin irgendwann bei 0,3 mm gelandet. Ich denke, man muss es einmal gehört haben, dass es überhaupt geht und dass es unter bestimmten Umständen auch wirklich bessere Ergebnisse erzeugt, weil von der Idee her ist die Linie, die hier gedruckt wird, ja ungefähr so breit wie euer fester physischer Düsendurchmesser, der hier oben ja auch eingestellt ist. Aber man kann da eben tatsächlich so ein bisschen variieren. Das heißt, es gibt so eine Bandbreite, in der ist es möglich, das sowohl breiter als auch schmaler einzustellen. Und die 0,5 mm war jetzt ja ungefähr 0,1 mm mehr als der Düsendurchmesser. Und die 0,3 sind halt einfach 0,1 mm weniger. Und dadurch kriege ich ein engeres Raster. Und durch dieses engere Raster entstehen weniger von diesen komischen länglichen Lücken. Das ist also Hebel Nummer 1. Ihr könnt mit der Breite der Linie in der ersten Schicht spielen und einfach gucken, ob da schon bessere Ergebnisse rauskommen. Bei diesem speziellen Motiv habe ich noch was gemacht, was mir noch ein besseres Ergebnis gebracht hat. Und zwar habe ich meine Form auf der Druckplatte einfach ein bisschen gedreht. Hier einmal oben quasi über diesen Drehendialog, dann bekommt ihr diese Pfeile mit den Anfassern und ich nehme dann hier diesen blauen Pfeil, der um die Z-Achse rotiert und drehe das Teil einmal um 45 Grad. Wenn ich hier auf diese Linie ziehe, rastet er dann da auch direkt ein und wir slicen einfach nochmal und gucken uns das Ergebnis nochmal an. So. Das ist jetzt auch noch nicht ganz das, was ich will, aber dafür ist es gut, dass wir es durchgucken. Ihr seht, durch diese Drehung laufen meine Linien jetzt in dem Muster ganz gerade von links nach rechts. Und das ist eben so ein bisschen motivabhängig, welche Richtung bei dem jeweiligen Motiv Sinn macht. Und variieren hilft euch dabei, eine Anordnung zu finden, die möglichst wenig Lücken erzeugt. Das ist wieder sehr speziell, aber ich dachte, weil ihr ja immer sagt, dass es euch interessiert, dass ich euch einfach einmal mitnehme und zeige, dass das tatsächlich kleine Hebel sind, an denen man drehen kann, um dann auch wirklich bessere Ergebnisse zu bekommen. Ich benutze wieder den Dreher und drehe jetzt nochmal um 90 Grad in die andere Richtung, slice nochmal neu. So, und jetzt bekomme ich meine Linien von oben nach unten. Und das ist die Variante, die mir persönlich bei diesem Motiv am besten gefallen hat, weil die einfach am wenigsten Lücken irgendwo erzeugt. Das hängt immer ein bisschen davon ab, in welche Richtungen die einzelnen Linien, die hier quasi gezeichnet werden sollen, auch verlaufen, wie die Randlinien genau aussehen. Aber damit habe ich persönlich ein sehr, sehr gleichmäßiges Ergebnis gekriegt, wo man dann wirklich schon die Lupe rausholen muss, um da noch größere Stellen, es gibt keine größeren Stellen, um da wirklich noch Stellen zu finden, wo man sagt, das sieht aber irgendwie noch nicht so cool aus. Das sind Kleinigkeiten, aber ihr kennt es von mir. Ich versuche mich wirklich bei jedem einzelnen Projekt auch immer mit den Einstellungen auseinanderzusetzen. Wenn ich irgendwas sehe, was ich einfach vom optischen Ergebnis noch nicht ideal finde, dann versuche ich immer zu verstehen, woran das jetzt gerade genau liegt und an welchen Hebeln ich vielleicht drehen kann, um das Ergebnis noch ein bisschen zu verbessern. Das heißt, die 2 Tipps, die ich euch heute einmal mit auf den Weg geben will, ist, schaut euch bitte einmal bei der Qualität, Breite der Linie nur für die erste Schicht an, sliced das Ganze und dann schaut ihr euch hier im Slicing-Ergebnis einfach wirklich die erste Schicht an und guckt, wie das aussieht. Ihr seht den großen Unterschied zwischen der Linienbreite, dann auch wenn ihr hochspringt, schaut mal zur zweiten Schicht, guckt mal, wie viel gröber die Linien dann sofort werden. Ne, wenn ich jetzt, das ist Schicht 1, das ist Schicht 2, ich glaube, da sieht man schon extrem den Unterschied. Und wenn ich da irgendwas sehe, was für mich total Sinn macht, dann versuche ich das immer euch hier auch zu erklären. So, und das andere, was wir benutzt haben, ist hier oben
einfach die Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Dann kann man nämlich die Form so ausrichten, dass die Linien in der ersten Schicht so verlaufen, wie man sie haben möchte. So, ich nehme an, dass man vielleicht den Linienverlauf selbst auch irgendwo ändern könnte. Das habe ich aber nicht gefunden. Deshalb, man hilft sich ja so gut man kann, habe ich einfach die ganze Form auf der Platte gedreht. Und dann kann man eben einmal 45 Grad in die eine Richtung drehen und gucken, ob es besser wird. Und wenn das nicht passt, kann man nochmal 90 Grad in die andere Richtung gehen und kann dann auch nochmal schauen, ob man irgendwie bessere Ergebnisse bekommt. Sehr schön. Ich lese gerade schon, die Kirsten schreibt, das ist super lehrreich. Danke, Kirsten. Das freut mich. Und die Karin findet die Hilfestellung auch sehr gut, weil sie bisher noch keine Einstellung verändert hat, einfach aus Mangel an Wissen, was sie verändern könnte, genau, und was bewirkt. Siehst du, dann ist es doch super. Also ich versuche euch wirklich immer mitzunehmen, auch wenn dieses konkrete 3D-Druckprojekt jetzt noch nicht im Shop ist, das werde ich aber mich bemühen, jetzt am Wochenende die Körbchen als Plotterdatei und als 3D-Druckdatei in den Shop zu bringen. Habt ihr hoffentlich da jetzt wieder so eine kleine Info für euch mitgenommen. Bei allen Projekten, bei denen die Unterseite, die auf dem Druckbett quasi liegt, eure nachher die Außenseite des Projekts bildet, da macht es einfach Sinn, sich nochmal genauer anzugucken, wie wird die erste Schicht wirklich gedruckt. Weil die erste Schicht in dem Fall das ist, was man dann nachher später von außen tatsächlich auch sieht. So, das war der kleine, aber feine Slicer-Exkurs für heute. Ich zeige euch noch ein Projekt in Arbeit. Gibt heute wieder viel in Arbeit und wenig, was fertig ist. Das liegt hier noch neben mir. Schaut mal. Das ist auch ein Wunsch, der ist aber noch nicht zu 100% so, wie ich ihn final auch haben möchte. Ihr habt euch gewünscht, dass es für die Tunnelkartenmotive auch einen sechseckigen 3D-Druckrahmen geben soll. Und genau daran habe ich hier gearbeitet. Was mich noch nicht ganz perfekt glücklich gemacht hat, wo ich jetzt hier nochmal von der einen Version zur anderen so ein bisschen rumgespielt habe, ist hier innen drin die Trennung. Das ihr könnt es, glaube ich, sehen. Könnt ihr sehen, dass ich hier in den Ecken noch nur Löcher quasi als Aussparung hatte für diese Stege. Und hier habe ich das stärker aufgebrochen, damit man in der Ecke etwas mehr Spiel hat, weil diese Teile hier, da wickelt man später die Lichterkette dran, in sich ja auch so ein kleines bisschen beweglich sind und dann gern die Tendenz haben, sage ich mal, zu weit nach innen zu stehen, wenn man hier dran zieht beim Dranwickeln der Lichterkette. Dachte ich, so ein kleines bisschen mehr Spiel zu erlauben, ist gar nicht schlecht. Dann gibt es auch außen weniger Reibung und auch so eine kleine Optimierung, was die sichtbare Kante hier außen am Druckrand angeht, ist bei mir hier minimal sichtbar. Kein Riesendrama, aber man sieht hier so eine kleine Übergangslinie an der Stelle, wo man unten von dem Kantendruck auf diesen gräderen seitlichen Randdruck umsteigt. Und das hat was mit Materialausdehnung bzw. Schrumpfung beim Abkühlen zu tun, dass das gerne hier so eine sichtbare kleine Kante erzeugt. Und das konnte ich hier verbessern. Wundert euch nicht, dass ich hier mittendrin eine Kante habe. Hier ist das Filament ausgegangen bzw. ist stecken geblieben. Da hat leider mein zu spätes Eingreifen so eine kleine sichtbare Kante erzeugt. Aber hier innen drin ist quasi jetzt der Rand nur ganz vorne bis zum Rand durchgezogen. Es gibt also weniger Masse. Es gibt hier physisch weniger Masse, die das Ganze beim Abkühlen nach innen ziehen kann. Dadurch wird hier der Übergang ein bisschen schöner. Also ich experimentiere immer nicht nur mit den Slicer-Einstellungen, sondern ich experimentiere auch wirklich mit der Geometrie selbst, weil man eben auch schon da beim Erstellen des Projekts quasi Dinge beachten kann, die dann dazu führen, dass Drucker auch mit absoluten Standardeinstellungen quasi bessere Ergebnisse liefern. Da bin ich mit meinen Experimenten noch nicht ganz am Ende und muss euch dann ja vor allem auch wieder für den Shop diese Kombi-Funktion einbauen, die euch die Tunnelkartenmotive dann gleich so anpasst, dass ihr die hier in diese Spezialform einfach so reinlegen könnt, weil die Motive ja eigentlich quadratisch sind. Das heißt, die würden so gar nicht da reinpassen. Aber ich habe ja einen kleinen Tunnelkartenkonverter für die Webseite gebaut, womit ihr die Motive angepasst runterladen könnt. Das muss ich hierfür auch noch umsetzen. Das Mintgrün Bianca habe ich im Shop verlinkt. Ich will gerade nicht den falschen Namen sagen, aber es ist in den Materialtipps verlinkt. Und da müsste eine Stapelblume mit abgebildet sein. Wenn du da nicht fündig wirst, schreib mir eine E-Mail, dann schicke ich dir den Link sonst auch hinterher nochmal. Guck, die Annette hat's schon. Tada!
Annette, vielen Dank, du bist sehr auf Zack. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auch daran habe ich gearbeitet, ehrlich gesagt sogar schon vor unserem Basteltreffen. Ist einfach noch nicht fertig, weil ich noch so an ein paar kleinen Dingen irgendwie rumoptimieren will und wie gesagt die Seite, die Plotter-Datei-Seite da auch noch abbilden will. Und das ist eigentlich der perfekte Bogen. Thema Plotter-Datei-Seite. Wir können uns gerade noch mal gemeinsam anschauen, wie das in der Schneide-App, in meiner eigenen Schneide-App aktuell ausschaut. Da hatten nämlich die Leute, die jetzt am Wochenende da waren, eben auch schon ihren ersten Einblick. Und es war ganz süß, weil Nadine zu mir gesagt hat, sie hat sich eigentlich quasi vorgestellt, dass ich da sowas ganz... ich weiß, Nadine, wie war deine genaue Wortwahl? Dass ich sowas ganz Einfaches, Profanes gebaut habe, wo man halt einfach nur Einstellungen eintragen kann. Ich zeige euch mal die Schneide-App, wie sie jetzt im Moment aussieht. Ihr müsst auf jeden Fall noch ein bisschen darauf warten, bis die wirklich übers Kundenkonto dann irgendwann auch zugänglich sein wird. Ich sage es auch gleich vorab, die wird auf gar keinen Fall komplett kostenlos zugänglich sein. Wie es genau läuft, weiß ich selbst noch nicht. Aber ich liebe es total. Und für die, die verpasst haben, was das eigentlich soll mit der eigenen Schneide-App, ich habe so sehr mit meinem Caesar-Plotter gekämpft und habe endlich eine gute Lösung gefunden, wie ich meinen Caesar-Plotter über meine eigene Software ansteuern kann. Silhouette ansteuern funktioniert auch schon. Das heißt, das Ansprechen von Cameo und Portrait habe ich auch schon getestet. Und ich zeige euch einfach ganz kurz einen Blick in die Software, auch wenn da noch nichts final ist. Vielleicht sieht die schon wieder ganz anders aus, wenn ihr die endlich zu Gesicht bekommt. Das wäre durchaus denkbar. Aber damit ihr eine Idee habt, an was ich da baue und was mich davon abhält, andere Plotter-Projekte endlich abzuschließen. Hier seid ihr auch schon direkt in meiner eigenen Schneide-App und es ist halt alles so gebaut, dass ich mir möglichst leicht tue und dass ihr euch hoffentlich später auch möglichst leicht tut. Ihr seht hier oben schon, dass ich eine Juliet verbunden habe. Das geht einfach übers Netzwerk. Da ist also einfach die IP-Adresse hinterlegt, so wie wenn man das mit dem normalen Studio verbindet. Dann seht ihr aktuell noch einen Silhouette-Dummy, den ich hier eingefügt habe, weil ich jetzt im Moment keinen Silhouette-Plotter angeschlossen habe. Das heißt, das eine, was für mich schon total charmant ist, ist, dass ich einfach mit einem Klick zwischen meinen Maschinen wechseln kann, dass ich hier eigene Schnitteinstellungen habe, die auch jeweils quasi für das einzelne Gerät gelten. Das heißt, ich kann Schnitteinstellungen für mein Tonpapier anlegen, das ich hier heute geplottet habe, die einmal dann für meine Juliette gelten. Und wenn ich dann rüberwechsel zu Silhouette, nimmt er direkt die Einstellung, die ich für Silhouette hinterlegt habe. Also ich kann quasi mir einfach meine Form hier auf die Matte ziehen und kann dann mit sehr wenigen Klicks das Ganze wirklich senden. Und ich glaube, eigentlich kann man damit ganz gut beschreiben, was ich damit am Ende machen möchte. Es soll einfach maximal schnell gehen, von ich öffne die Datei zu ich klicke senden und das schickt das Ganze auch an den Plotter. Es ist längst noch nicht alles integriert, was ich gerne integrieren will. Ich habe da noch ganz, ganz wilde Ideen dafür, aber ich werde es nicht hinter Schloss und Riegel zusammenbauen, bis es ganz, ganz fertig ist, weil die Realität bei solchen Projekten ist, man wird damit nie fertig. Also es ist immer irgendwas noch, was einem einfällt, was man anders, was man besser machen kann, was man irgendwie optimieren kann. Ihr seht eigentlich hier mehr oder minder einen fast normalen Aufbau, wie man es aus anderer Plotter-Software auch kennt. Ihr seht, es liegt eine Matte unten drunter. Ihr seht, ich kann meine Matteneinstellungen hier an der Seite auch ändern. Was ich persönlich auch ganz witzig finde, ist, ich habe mir hier quasi schon eine Art Materialanzeige auch eingebaut. Das heißt, ich kann mein 30,5 x 50 cm Papier visualisieren. Man kann aber auch kleinere Materialformate wählen. Man kann die, und ich glaube, das können die meisten anderen Softwarelösungen nicht, frei auf der Matte platzieren. Das heißt, ich kann sehen, dass ich mein Material erst hier ab Zeile 3 quasi draufgelegt habe und nicht irgendwo hier oben. Das soll vor allem dafür helfen, dass man nicht immer oben links schneidet, sondern dass man eben auch die Möglichkeit hat zu sagen, nein, dieser Teil meiner Matte ist schon total durch. Mein Standardbereich, in dem ich jetzt schneiden will, der ist hier. Und das eine, woran ich gearbeitet habe, was aber noch nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte, ist, dass es auch einen Anordnen-Button hier oben gibt, mit dem meine Form dann wirklich auch auf dem Material angeordnet wird. Das war hier eine relativ einfache Task, weil es nur eine Form auf einem Material ist. Aber es soll natürlich am Ende mehrere Formen auf einem Material sein. Und
Es ist, sag ich mal, sehr Miriam-spezifisch, weil man natürlich auch schon nach Farben das Ganze schneiden könnte, wenn man wollte. Das heißt, ich habe hier direkt auch den Dialog, bei dem ich einstellen kann, dass ich für einzelne Linienfarben andere Schnitteinstellungen verwenden will, einen anderen Anpressdruck, andere Geschwindigkeit, andere Durchgänge. Was ich daran sehr mag, ist, dass ich keinen vollen Dialogwechsel habe. Ich habe jetzt ja sehr lange mit Caesar gearbeitet, da ist das Einstellen der einzelnen Linienfarben relativ umständlich und langwierig. In Silhouette finde ich, ist es eigentlich ganz gut gelöst, aber ich muss halt, egal welche dieser beiden Software-Varianten ich wähle, immer meinen Designbereich in Anführungszeichen verlassen. Also ich muss immer aus dieser, ich kann auf der Matte meine Sachen rumschieben, Anordnungsansicht raus, in einen separaten Schneiden-Dialog rein. Und das habe ich bei mir komplett gestrichen, weil mich das einfach nur nervt. Ich will also maximal viel Flexibilität darin, wie ich selbst die App benutze, und ich will minimale Klicks machen müssen von diese Form will ich schneiden, bis es geht los. Heißt im Umkehrschluss auch, dass mein an die Juliette senden Button sofort sendet. Der fragt nicht nochmal, ob ich wirklich sicher bin, sondern wenn ich auf Senden klicke, dann geht es auch wirklich los. Abfahrt. Ja, ich bin später da so ein bisschen auf euer User-Feedback, sage ich mal, angewiesen, um einfach zu wissen, was ihr vielleicht auch wollt. Es wird auf jeden Fall eine Art Beta-Testphase geben, wo die Leute, die interessiert sind, grundsätzlich quasi gerne mitwirken dürfen und sagen dürfen, was sie irgendwie, wie sie den Plotter eigentlich verwenden und was ihnen das Leben leicht macht. Ja, aber ich lieb's. Ich liebe das jetzt schon sehr. Katharina fragt, geht dann auch Print and Cut? Das soll auf jeden Fall gehen, Katharina. Es geht bis jetzt noch nicht. Das ist nochmal eine separate Sache, die ich noch angehen muss. Aber ich habe ja selbst auch Print and Cut Projekte. Das soll also auf jeden Fall dann auch unterstützt werden. Weil ich eigentlich gar nicht mehr vorhabe, dann irgendwie noch eine andere Plotter-Software aufzumachen. Das heißt, die Idee ist, dass ich das alles direkt aus meiner eigenen App machen kann. Es gibt auch schon eine Integration, das fand ich ganz süß, davon war Barbara ganz begeistert, die es euch erlaubt, direkt aus dem Shop dann das Projekt hier in der Datei, in der Schneide-App zu öffnen. Das heißt, da wo ihr sonst die Datei runterladet, wird es einen Button geben, der sagt, hier öffne mir die Fix-Version oder öffne mir die Variabel-Version, und dann geht einfach direkt die Schneidedatei in der Plotter-Software einmal auf, damit man möglichst wenig hin und her klicken muss. Und es jetzt haut mich nicht, wenn es nicht auf Anhieb funktioniert. Das sind noch viele Sachen, die für mich auch noch einfach testen und neu sind. Aber es sind auch viele Sachen, die ich jetzt schon sehr liebe. Habt ihr das gesehen? Was ich schon eingebaut habe, ist so ein Magnetisch-Modus hier oben. Das heißt, ich habe hier so Ausrichtungslinien, die mir sagen, jetzt bist du genau auf halber Höhe von diesem Teil, jetzt bist du auf gleicher Höhe. Das heißt, ich habe automatisch so eine magnetische Ausrichtung an den Teilen in der Software. Lieb ich persönlich sehr. Kann man jetzt sagen, das ist eine Spielerei. Wir gucken mal. Also der Anordnen-Algorithmus haut mich nicht. Der funktioniert noch nicht ganz so, wie er sein soll. Ja, aber es ist nicht richtig unterirdisch. Da sammle ich später auch noch Präferenzen von euch. Ich bin dann jetzt eigentlich eher der Typ, der sagen würde, ich will die wahrscheinlich eigentlich eher beide hier links haben, weil ich dann rechts einen Materialstreifen habe, der übrig ist und den ich vielleicht noch verwenden kann, wo ich noch irgendwie so eine kleine Fächerblume drauflegen kann. Da müssen irgendwie noch so Präferenzenparameter rein. Aber ansonsten bin ich schon ziemlich durch die Bank weg happy, dass so 1000 Dinge schon gehen. Und schraube jetzt gerade an sehr vielen Teilen gleichzeitig. Die Petra schreibt schon, sie wäre sehr interessiert an der Software. Die Jonna auch, das freut mich sehr. Es gibt ganz viele Sachen, die jetzt schon gehen. Und ich zeige es euch einfach. Also ihr könnt jetzt leider den Plotter nicht sehen. Ich überlege, ob ich das irgendwie machbar machen kann. Wartet. Achtung. Sie sehen eine kleine Umbaupause. Ich schaue mal, ob mein Kabel von der Kamera reicht. Damit ihr auch seht, wie schnell der Plotter auch anfängt zu schneiden. Also dass diese Instant-Verbindung schon sehr, sehr gut funktioniert. Ich guck mal. Also verzeiht mir, wenn ihr jetzt dann das ganze Chaos in meinem halb aufgeräumten Zimmer seht. Eigentlich reicht nämlich meine Kameraschiene genau nicht bis ganz hier rüber. Ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen experimentieren. Ist eigentlich auch ein Skandal, ne? Da hat man extra eine montierte Kameraschiene und die reicht nicht bis zum Plotter. Das dürfte eigentlich in so einem Haushalt auch nicht sein. Ist gar nicht so schlecht. Wartet, ich bin gleich bei euch. Ihr seht hoffentlich immer noch nur den Monitor. So. Wir testen das jetzt gleich und dann seht ihr gleich die Juliette.
zumindest so ausschnittsweise. Und ich muss üben, welche Taste ich drücken muss, weil es geht wirklich fix, dass ich euch auch rübergeschaltet bekomme. Also Achtung, welche ist es? Wundert euch nicht, wenn es die falsche ist, seht ihr jetzt gleich ein Kabel quer durchs Bild hängen. Ja, hier so für die Kamera. Hier wäre die Juliette, das heißt die mittlere Taste ist es. Und ich bin jetzt einfach gleich mal mutig. Es gibt noch was, das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Es gibt hier direkt schon Modi, die ich persönlich auch sehr praktisch finde. Also ich habe halt ich habe das kombiniert, was mir am besten gefällt. Und zwar könnt ihr immer entscheiden, ob ihr alles auf der Matte schneiden wollt oder ob ihr nur die Auswahl schneiden wollt. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch nur diese eine Form schneiden, indem ich die anklicke und jetzt einfach auf an Juliette senden. Gesendet, sagt er hier unten, zack, wow. Und es geht auch schon los. Das ist eigentlich ganz witzig. Ist eigentlich das perfekte Szenario, weil ihr sehen könnt, wie schön der jetzt diese Falzstrichel abarbeitet. Ich weiß, das ist nicht das perfekte Kamerabild, ignoriert den Dreck am Boden. Es ging mir mehr darum, euch wirklich einmal einzufangen, wie schnell der Plotter anfängt zu schneiden. Und dass ich da drüben eigentlich auch nichts an Funktionalität verliere. Das heißt, ich könnte auch direkt aus dem Display nochmal einen neuen Job senden. Also ihr habt jetzt gesehen, er hat nur ganz oben auf der Matte gearbeitet. Ich gehe nochmal hier rüber, sage, jetzt möchte ich das hier unten auch schneiden. In welchen Konstellationen nutze ich das? Wenn ich erstmal nur testen will, ob meine Schnitteinstellungen gut sind, dann will ich ja nicht gleich die ganze Matte schneiden, habe aber die Matte vielleicht schon angeordnet. Dann kann ich einfach nur die eine Form anklicken und kann sagen, hier schneid nur das. Jetzt klicke ich einfach nur hier unten, sage wieder an Juliette senden und es geht auch direkt los. So, ihr merkt, ich bin gerade stolz wie Harry, dass das so gut funktioniert. So, ich hoffe, das ist voll okay für euch, dass ich euch da jetzt schon so die Nase lang mache, weil ihr ja aktuell noch nicht rankommt an die App, aber ich dachte, ich muss euch einfach mitnehmen, schon allein deshalb, weil das so viel Zeit in Anspruch nimmt, das alles vorzubereiten. Ich schlupfe jetzt einmal ganz kurz unter der Kamera durch und ziehe euch hinten einmal das Papier von der Matte. Wartet. So. Dann sieht man auch, wie ich das normal verwende. Ne? Ich hole das hier einfach runter, hätte jetzt hier meine 2 Teile, die ich abnehme wie immer. Ich mache bei der Juliette meistens die Matte halt einfach nicht raus. Lege das nächste Papier einmal drauf. Und kann dann einfach hier am Display sagen, schneid es nochmal. Und das funktioniert immer noch. Ja, und das gute Seitenprodukt daran ist, dass ich endlich die Teile für meine Blüte auch mal geplottet bekomme. So. Und natürlich, das ist ganz klar, wer die Logik dahinter versteht auch, warum er jetzt wieder nur die untere Form schneidet, weil der Play-Button im Display bei der Juliette ja einfach den letzten Job nochmal aufruft quasi und entsprechend genau diese Form nochmal schneidet. Ich hole euch jetzt noch einmal in die Software, damit ihr seht, dass da noch mehr passiert ist. Da schicken wir gerade die Blüte nochmal. Es gibt eine Sache, auf die ich ziemlich stolz bin. Ich habe hier schon einen Überschnitt implementiert, der ja in Caesar nach wie vor eigentlich fehlt. Ich habe eine ganze Latte hier an Einstellungen hinterlegt, wo man selbst Klingenversatz, die Länge für den Eckenovercut, den Gradwinkel, ab dem der Overcut ausgeführt werden soll, Mindestlängen für Pfade, die überhaupt einen Overcut bekommen sollen, einstellen kann, einen Wendeschnitt, ein Closing Overcut, also alle möglichen Settings, die eben das Schnittbild nochmal so ein bisschen verbessern sollen. Die eine Sache, bei der ich nicht weiß, ob die drinne bleibt oder ob die rausfliegt, wenn ich mit dem groben Debugging durch bin, damit ihr versteht, wie ich sowas entwickle. Ich habe mir auch eine Vorschaufunktion eingebaut, guckt mal. Und diese Vorschaufunktion, die visualisiert ganz genau, in welcher Reihenfolge welcher Strichel geschnitten wird. Das heißt, ich kann genau sehen, das Ganze startet hier unten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also er schneidet erst die Faltlinie hier, dann springt er hier hoch, schneidet die Faltlinie hier, dann fährt er hier nach oben weiter, schneidet hier die Faltlinien. Also ich kann sehr genau nachvollziehen,
wann er von wo nach wo fährt und in welche Richtung die Faltlinie geschnitten wird und auch in welche Richtung quasi der restliche Schnitt ausgeführt wird. Das war mir wichtig. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen in dem Stream erklärt, dass ich total geschockt war darüber, dass die Schneidesoftware im Original die Klingenausrichtung komplett außen vor lässt. Und ich kriege halt jetzt super saubere Schnittbilder auf meinen Faltlinien, kann ich euch auch gleich aus der Nähe nochmal zeigen. Genau deshalb, weil meine Software das halt nicht tut. Das heißt, meine Software ist darauf getrillt, die schön der Reihe nach abzuarbeiten. Und wenn es zu extreme Richtungswechsel quasi gibt, kann man hier auch einstellen, dass so eine äußere Wendung gefahren werden soll. Dann wird er außen nochmal einen zusätzlichen Wendeschnitt machen, um einfach dann, wenn er bei dem nächsten Pfad ankommt, die Klinge auch schon richtig ausgerichtet zu haben. Da ist ein bisschen viel Geometrie- und Logikkram hinten dran. Also hier unten seht ihr jetzt so eine Bogenkompensation, die er da fährt, um die Klinge schön um die Ecke zu bekommen. Da ist viel Mathematik und so allgemeine Schneidelogik beteiligt, die auch was mit dem physikalischen Aufbau des Messers zu tun hat. Aber ja, es ist fast soweit. Es ist fast soweit, dass ich euch das Ganze auch testen lassen könnte. Was noch fehlt, ist die Datenbankstruktur im Hintergrund, die euch dann eben auch die Möglichkeit gibt, eure eigenen Materialeinstellungen auch wirklich zu speichern, eure eigenen Projekte abzuspeichern. Das heißt, ja, da muss ich einfach noch so ein bisschen an der eigentlichen Struktur im Hintergrund arbeiten, bevor wirklich erste Tests für Kunden auch möglich sind. So, jetzt habe ich euch aber genug vorgeschwärmt und von Dingen erzählt, an die ihr noch nicht rankommt. Ich hole mir mal meine Kamera wieder zurück und zeige euch gleich mal das fertig geschnittene Teil. Und so kriegt ihr auch ein bisschen mit, sage ich mal, wie die Entwicklung läuft. Ich hoffe, das ist für euch auch ein bisschen interessant wenigstens, was man sich da so für Gedanken macht, was da so mit einfließt, warum ich manche Sachen wie mache. Wir brauchen dann nachher so eine Art Fokusgruppe wahrscheinlich, damit ich nicht immer alle damit nerve. Und wir irgendwie auch einen gezielten Feedbackplatz haben. Das ist das nächste. Feedback ist das nächste Stichwort. Ich würde dann natürlich auch sehr gerne erst noch so eine richtig schöne Debugging-Feedback-Funktion einbauen in die App selbst für die Beta-Phase, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, wenn irgendwas nicht klappt, sofort quasi zu melden und einen Screenshot mit allem quasi an mich zu senden. Ja, damit ich einfach dann weiterarbeiten kann. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, da gibt es so unheimlich viel zu tun, aber das sind auch ein bisschen, wenn viele Leute auch immer schimpfen, das sind ein bisschen die Segnungen der KI, weil ich das ohne KI-Unterstützung einfach zeitlich alles gar nicht schaffen würde. Und jetzt, seit es eben da mehr Möglichkeiten gibt, auch mit Spracheingabe und allem drum und dran zu arbeiten, habe ich ein bisschen Zeit, die ich freischaufeln kann, um eben auch an solchen Projekten wirklich wieder ein bisschen was zu tun. So, hier sind die fertig geschnittenen Teile und ich zeige euch hier mal meine Faltlinien und hoffe, dass die Kamera euch das scharf stellt. Wartet. Wir machen die zweite Form mal weg. So, ich wollte schon sagen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber was man hier sieht, ist perfekt eigentlich, weil man eben keine irgendwie eingedellten, eingedrückten, verschobenen Schnittstellen sieht, sondern weil man eigentlich sehen müsste, dass die Strichel alle sehr gleichmäßig aussehen, dass das Papier in sich immer noch sehr glatt aussieht. Und das ist einfach nur der Schnittabfolge geschuldet, weil wenn ich die immer alle schön der Reihe nach in die gleiche Richtung schneide, dann muss ich die Klinge nirgendwo drehen und ist immer schön in die gleiche identische Richtung ausgerichtet und dadurch bekomme ich ein sehr schönes, gleichmäßiges Schnittbild. Ja, genau. Heike schreibt so schön, keine Löcher. Ja, wie man sieht, es gibt keine Löcher. Bianca fragt, welche KI ich nutze. Ich nutze Claude, Bianca. Claude AI ist das, was ich nutze. Wenn dich das interessiert, schreib mir gern. Aber ich bin Hardcore-Power-User. Also ich habe gerade mit Claude auch ein eigenes Programm programmiert, mit dem ich die Claude-Sessions verwalten kann. Ich bin da sehr, sehr involviert. Aber weil ich das halt an allen Stellen nutzen kann, um für euch und für mich auch diese Plotter-Erfahrung noch besser zu machen. Gut. Also ihr seht, ich bin durchweg glücklich. Ich habe an der Stelle auch diese Woche wieder das ein oder andere erreicht, was man eben jetzt noch nicht in fertigen neuen Dateien sehen kann, aber was mir in Zukunft die Möglichkeit geben wird, schneller Dateien auch fertigzustellen,
weil ich eben mit dem Schneiden nicht mehr so einen Krampf und so einen Kampf habe, sondern alles gleich so rauskommt, wie ich das gerne hätte. Anke sagt, mach nicht ganz so schnell, ich muss noch sparen. Das ist okay, Anke. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, dass ich jetzt quasi erstmal Urlaub habe. Also heute ist gefühlt der letzte offizielle Termin vorm Urlaub. Ich verreise nächste Woche tatsächlich auch mit einem Freund. Das heißt, nächste Woche Freitag kein Livestream. Die Woche danach sehen wir uns wieder. Dann ist, glaube ich, nochmal eine Woche Urlaub und dann sehen wir uns wieder. Also es gibt aktuell einen 2-Wochen-Rhythmus. Mit was ich programmiere, die Frage ist ein bisschen unspezifisch. Die Software, die ich nutze, ist Visual Studio Code, aber ich mache inzwischen fast alles per Vibe-Coding im Terminal. Ich habe früher jede Zeile Code selbst geschrieben, aber mit meiner Coding-KI, die ich nutze, muss ich nicht mehr jede Zeile selbst schreiben. Ich muss nur noch erklären, was die KI schreiben soll und die macht das dann. Das klingt einfacher, als es, als es ist. Man braucht auch dafür gute Nerven. Aber es ist super spannend, weil der natürlich der viel schnellere Tipper ist als ich. So, ich überlege gerade, ob ich so mutig bin, mal wenigstens ein Teil hier zusammenzukleben. Ob ich das aus dem Stand wohl noch hinkriege, wie das zusammengehört. Lasst mich mal kurz überlegen. Weil ich selbst gerade eigentlich ganz glücklich wäre, wenn ich ein Teil soweit fertig hätte. So lange machen wir mal offiziell Trinkpause. Wir gucken danach gleich noch Kundenfotos. Ihr gebt mir 5 Minuten oder 10 Minuten zum Kleben. Und dann geht's weiter. Ihr dürft mir so Fragen gern stellen. Also ich verrate es gerne. Das ist überhaupt kein Geheimnis, sage ich mal, welche Tools ich da nutze. Ich bin da relativ entspannt, weil ich weiß, wie viele Jahre Erfahrung da trotzdem einfließen müssen. Also wir sind halt noch nicht an dem Punkt, dass die Dinger das selber machen. Aber das ja, ist trotzdem ganz abgefahren, was da aktuell so geht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kriegt jetzt kurz den Trinkpausensong und ich überlege kurz, wie das zusammengehört. Und dann schaffe ich das vielleicht ein Segment zu kleben und danach geht's an die Kundenfotos. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube nicht. Bleib einfach dran, ich bin gleich wieder da. Ein kleiner Moment, dann geht's weiter, na klar. Mach's dir bequem, ich trink schnell einen Schluck. Dann geht's gleich weiter, ganz ohne Druck. Der Stream geht gleich weiter, nur einmal kurz strecken. Dann geht's wieder leichter, neue Ideen aushacken. Ein Augenblick Zeit, die Gedanken sortiert, damit gleich alles wieder richtig gut funktioniert. Nur kurz gesammelt, gleich geht's wieder los. Die Ideen sind da, die Vorfreude groß. Einmal kurz durchatmen, alles ist gut. Bin gleich wieder da, mit frischem Mut. Bleib einfach dabei, ich bin nicht sehr weit. In einem Moment ist wieder Kreativzeit. Noch ein paar Sekunden, dann bin ich bereit. Schön, dass du da bist, gleich ist es soweit. Ich warte auf den Tag, an dem ich vergesse, mich stumm zu schalten. Dann liegt ihr alle vor eurem PC zu Hause und lacht euch tot. Weil ich hier einfach immer mitsumme und mitschunkel. Und das ist ziemlich witzig eigentlich bei mir. Wenn klar ist, dass heute Stream ist, dann muss ich nur einmal an den Stream gedacht haben und dann habe ich so diesen Stream-Song im Ohr. Also mein Mann hat da einen ziemlichen Ohrwurm produziert. Zumindest für mich. Und ich schunkel dann schon so den halben Freitag vor mich hin und freue mich auf den Stream-Moment. Das ist eigentlich ziemlich lustig. Ja, die Petra schreibt es. Was haben wir da früher getippt und getippt und getippt und getippt? Petra, ich habe ja auch wirklich, als ich angefangen habe, meine eigene WordPress-Seite zu bauen und mein Theme zu bauen, wirklich noch jede Zeile Code von Hand geschrieben. Und was hat man sich dumm gesucht, wenn man wieder irgendwo einen Strichpunkt vergessen oder ein Zeichen irgendwie falsch gesetzt hat? Ja, was da heute möglich ist, das ist schon ziemlich cool und ziemlich irre. Du hast mir ja diese Woche auch einen Screenshot geschickt, wo es eine Fehlermeldung gab. Vielen, vielen Dank dafür. Und das war übrigens auch total abgefahren. Früher hätte ich selbst suchen müssen, wo es da klemmt. Und heute ist es halt wirklich so, dass ich den Screenshot von deiner Fehlermeldung einfach der Coding-KI gebe. Sag, guck mal, kannst du den Screenshot sehen? Kannst du die Fehlermeldung lesen? Der sagt, ja, kann ich. Und dann sage ich einfach, super. Finde den Fehler, suche den Fehler, gib mir Rückmeldung, fixe den Fehler und er macht das halt.
Also ich war fasziniert. Ich konnte den von dir gemeldeten Fehler an meinem Smartphone lösen. Ich musste nicht mal an meinen PC. Und das war einfach wieder so ein Moment, wo ich dachte, es ist einfach so irre, was da inzwischen möglich ist, was da gerade geht. Also die Möglichkeiten, die sich einem eröffnen, wenn man sowieso selbst einigermaßen mit Code umgehen kann, weil alles so viel einfacher und schneller geht. Verrückt. Wirklich verrückt. So. Ich hoffe, dass ich hier irgendwo auch noch ein altes Teil liegen habe. Ich hoffe, ich habe die nicht alle weggeworfen. Damit ich meinen, was ich eigentlich ausprobieren wollte, Unterschied auch testen kann. Das Ding liegt jetzt nämlich hier seit Wochen. Und ja, es gilt das, was ich vorhin schon zum Thema Projekte gesagt habe. Es kommt dann manchmal vor, dass dann irgendwie was anderes dazwischen kommt, was gerade irgendwie im Kopf dringender ist. Und dann bleiben Projekte halt auch mal liegen. Und wenn die dann zu lange liegen, dann weiß man nicht mehr so genau, was man da eigentlich getrieben hat und was man sich dabei eigentlich genau gedacht hat. Aber ich bin sicher, dass mich was gestört hat, sonst wäre es schon längst fertig. Lochstreifen, oh ja. Lochstreifen waren noch vor meiner Zeit. Als ich angefangen habe, was am Computer zu machen, waren die nicht mehr aktuell. Aber es ist sehr süß, dass ihr euch im Chat darüber austauscht. So. Das geht jetzt doch auch besser von der Hand, als ich gedacht hätte. Wenn man das halt irgendwann mal gemacht hat, ne, dann weiß man noch so ungefähr wie. Eigentlich wäre die Maren prädestiniert dafür, das zu testen. Die Maren hat nämlich gerade wieder eine Dekoblume Maren gebastelt. Ich habe gerade vor dem Stream noch schnell die Kundenfotos freigeschaltet. Und das hier ist jetzt ja quasi einfach nur die XL-Variante für den Lampenständer. Und der grundsätzliche Zusammenbau funktioniert vom System her ganz genauso wie bei der Akkulampen-Variante, die wir damals zusammengebastelt haben, aber halt mit angepassten Ausschnitten in der Mitte, damit das hier auf den Adapter quasi für die Stehlampe passt. So. Und das ist das Segment Nummer 1. Ich brauche da noch weitere 6. Aber keine Sorge, die basteln wir nicht heute live im Stream. Ich habe ja schon gesagt, ich bin offiziell quasi kurz vor, ich bin dann mal im Urlaub. Aber es ist immer gut, wenn ein Anfang gemacht ist und ich irgendwie dann schlauer bin. Entweder bin ich dann schlauer insofern, dass meine Änderung nichts gebracht hat, oder ich bin schlauer insofern, dass es genau das ist, was ich gerne haben wollte. Das ist ein Ohrwurm, den man so schnell nicht los wird. Das war auch ganz süß. Ich habe nach dem letzten Stream ein kurzes Video bekommen von einer Zuschauerin, die mir so ganz lieb geschrieben hat, ihre Tochter tanzt zum Trinkpausensong. Das fand ich total niedlich. Ja, auch die Segnungen der KI. Den Song haben wir natürlich auch nicht selbst eingesungen. Da durfte auch die KI beihelfen. Ja, Jana schreibt schon, Aufgabe für dich, Florian, genau. Der Song muss nochmal überarbeitet werden. Der ist noch in Zeiten von Vor-3D-Druck, ne? Ist jetzt ja nicht mehr nur Papier, wir brauchen jetzt weitere Strophen. Ziemlich lustig. Ist aber gut, dass es euch auch so geht, dass ihr da die gleichen Ideen habt wie ich. Ich habe auch gesagt, es wäre eigentlich mal Zeit, dass wir das mal passend erweitern. Kann er sich Gedanken machen, wenn ich im Urlaub bin. Kann er schon mal an dem nächsten Song arbeiten. Dann hat er auch eine Aufgabe. Ist gar nicht so schlecht. Oh, ich glaube, ich kriege gleich einen Kommentar dazu. Ich habe gerade gehört, wie er drüben in seinem Stuhl gezuckt hat. Ich glaube, das gibt's jetzt gleich. Gibt's jetzt gleich eine Rückmeldung. Na? Florian ist einfach auf dem Ohr wahrscheinlich taub. Oh, und was macht der Laser? Petra, der Laser macht aktuell immer noch gar nichts. Dafür hat mein Tag einfach zu wenig Stunden. Ich habe doch programmiert die ganze letzte Woche und, weiß ich nicht, ein bisschen noch in 3D gearbeitet. Wann bitte soll ich auch noch lasern?
sobald ich den Laser darauf programmieren kann, sich selber zu starten und sich bitte auch selbst zu reinigen und sich selbst zu überwachen. Dann hätte ich vielleicht auch wieder Zeit, mich auch darum noch zu kümmern. Wenn die eigene Schneide-App fertig ist, dann. Oh, ob wir schon vom letzten Wochenende berichtet haben. Nur ganz kurz am Anfang. Es war sehr, sehr schön. Also ich fand es sehr, sehr schön. Frage an die Teilnehmer in der Runde. Ihr dürft euch jetzt outen und dürft sagen, nee, es war... Ich komme nicht mehr wieder. Nee, Spaß. Also wir hatten eigentlich, glaube ich, alle wieder ziemlich viel Spaß. Wir haben ganz viel gemacht. Es wurde sehr viel gebastelt. Wir haben aber natürlich, wir nutzen diesen exklusiven Rahmen auch immer relativ gut, uns auch wirklich über alles Mögliche ausgetauscht, von 3D-Druck. Ich hatte meinen kleinen 3D-Drucker dabei. Wir haben gemeinsam uns Sachen auch in der Silhouette Studio Software angeschaut. Ich habe eine ganze Projektliste an To-Dos mit nach Hause genommen. Also ich habe hier im Blog, der neben mir liegt, ganz viele Projekte, was noch gewünscht ist. Das heißt, ich brauche auch heute keine neuen Wünsche zu notieren, weil ich erstmal abarbeiten muss. Und es war so schön tatsächlich, dass wir uns eigentlich schon wieder verabredet haben für Oktober. Der nächste Termin steht schon. Das versuchen wir immer so ein bisschen längerfristig ja auch abzusprechen und zu planen. Das wäre der 3. Oktober. Ich weiß, Feiertag, aber es ist kein Irrtum, das ist korrekt. Also das Wochenende vom 3. Oktober, wir treffen uns ja in der Regel dann schon freitags und haben da unser Get-Together, quatschen und der ein oder andere bastelt auch da schon ganz fleißig und ja, einfach ankommen und sich treffen. Kennenlernen ist jetzt eigentlich nicht mehr so richtig, weil die meisten Leute sich kennen. Also wir sind eigentlich so eine Truppe von immer den gleichen Verrückten, obwohl natürlich neue Nasen immer gern gesehen sind. Also die letzten Neuen, noch im Stadium neu, die gerne mal abgelöst werden wollen, wären wahrscheinlich Christian und Heike. Das sind die, die als Neueste dazugekommen sind. Und ich glaube jetzt auch schon zum 3. Mal dabei waren, Christian, Heike, ne? Oder? Das war jetzt schon das 3. Mal, glaube ich. Ja, aber 10 Teilnehmer haben auch schon für das Treffen im Oktober gebucht. Das heißt, es sieht ganz gut aus, dass wir das auch wieder zustande bekommen. Ja, wir freuen uns. Also ich freue mich. Es ist immer munter und bunt und ich nehme für mich auch immer Infos mit, wie ich für euch die Sachen noch besser aufarbeiten kann. Ja, genau, Christian schreibt, bei Ihnen kam die Bestätigung. Heute ist das 3. Mal. Wunderbar. Ja. Ja, wenn ihr da Fragen dazu habt, dürft ihr auch natürlich vorher jederzeit nochmal fragen. So. Gut, mein Segment ist geklebt. So sieht das Ganze jetzt aus. Dreilagig. Gleiche Idee wie bei der Akkublumen-Variante. Warte, die kann ich mal herholen. Die steht ja hinter mir. Die steht noch hier. Das hier, dann habt ihr auch gleich einen Größenunterschied. Das ist die Akkublumen-Variante von der Dekoblume Maren. Und das hier wird die Stehlampen-Variante. Und ich kann die hier auch gerade mal aufklappen. Dann seht ihr hier auch im Inneren schon Unterschiede. Dann seht ihr nämlich, dass ich hier diese Aussparung genau für die Akkulampe gebaut habe. Und hier seht ihr, haben wir diese spitze Aussparung, die nachher zum Auffächern auf dem Lampenfuß dienen soll. Und was ich korrigiert habe, das habt ihr vorhin in der Plotter-Datei vielleicht auch gesehen, ist tatsächlich dieses Segment. Warum? Weil ich alle anderen Stehlampenprojekte auch für 7 Blütenteile aufgeteilt habe. Und diese 7 Blütenteile dann in sich etwas schmaler sein müssen, sage ich mal, als hier. Weil die Originalvariante, diese hier, die kleine, so klein wie möglich hat sich die Maren damals gewünscht, sodass die Akkulampe noch reinpasst. Die hat bei mir nur 6 Segmente. Und wenn ich jetzt die 6 Segmente einfach nur schmaler machen würde, das seht ihr hier, dann stehen diese Blütenspitzen mir zu stark nach vorne. Das wollte ich einfach ein bisschen korrigieren. Das heißt, dieses Blütensegment habe ich in sich etwas schmaler gemacht für diese große Variante, weil ich da, damit es kompatibel ist mit den anderen Erweiterungen, die ihr schon gekauft habt, eben nicht auf 6 Segmente gehen kann, sondern auf 7 Segmente gehen muss und dieses eine Segment mehr dann einfach bedingt, dass das einzelne Segment in sich etwas schmaler werden muss, damit das von der ganzen Grundgeometrie noch hinhaut. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz, ob ich irgendwo in Reichweite das damals schon zusammengeklebte Teil noch habe. Ja. Nennt mich pedantisch.
Ihr kennt es ja schon von mir, aber ich glaube, man kann jetzt hier wahrscheinlich, kann man das sehen? Wenn man von der Seite guckt, kann man es vielleicht sehen. Das mal maximal aufspannen. Ich hoffe, das interessiert euch wieder überhaupt. Wenn nicht, Pech gehabt, müsst ihr durch. So, ich glaube, man kann das sehen. Also abgesehen davon, dass es eine andere Farbe ist, leider hatte ich von dem Eosin-Papier nicht mehr genug. Das hätte ich eigentlich hier tatsächlich bevorzugt. Ihr seht, das Ganze ist eigentlich limitiert durch dieses kleine Teil in der Mitte. Da ist irgendwann Schluss mit Aufspannen. Und dann hat mich das aber gestört, dass dieses vordere Blütenteil von der Breite her noch so breit ist, dass es immer noch so arg hier vorne, hier, übersteht, vom Winkel her. Und genau das wollte ich gerne etwas korrigieren. Und rein geometrisch korrigiert sich das logischerweise, indem man dieses Segment hier schmaler macht. Dann wird es nämlich bei der gleichen Aufspannung stärker gespreizt und dann steht es nicht so sehr hier nach vorne ab. Müsste man jetzt hier eigentlich... Ja, guck mal. Kann man das sehen, wenn ich die beide hochhalte? Sorry, ich weiß, das ist wieder super geometrisch. Das langweilt den einen oder anderen vielleicht. Aber ich hoffe, ihr könnt den Unterschied von oben jetzt einigermaßen erkennen. Das hier ist viel weniger gespannt. Das steht einfach viel mehr hier spitz nach vorne als das hier. Ne, kann man das sehen, dass sich das hier schöner anlegt? Es ist für mich gerade schwierig, das mit 2 Händen so gehalten zu bekommen. So, also langer Rede, kurzer Sinn. Es steht dem nichts im Wege, dass ich das mal fertig klebe. Und wo ich das hier gerade in der Hand habe, frage ich mich, ob ich hier vielleicht sogar Tonkarton dazwischen geklebt habe. Das fühlt sich nämlich hier in sich so ein bisschen stabiler an. Gut. Also es sieht gut aus für die große Fächerblume Maren, die wir dann auch irgendwann mal noch fertig werden. Ich verspreche es. Ihr kennt mich, ich kann das ja auch ganz schlecht. Ich kann ja dann auch nicht locker lassen, nicht eher als dass das ja wirklich funktioniert. So. An deinem Geburtstag ist das Treffen. Na, schau daher. Und ihr habt den Eisautomaten erwähnt. Ja, ja. Genau, das macht ihr hervorragend. Heike, Karin, macht ruhig weiter. Ihr dürft hier gerne nochmal Werbung machen in den Kommentaren, sowohl für die Unterbringung als auch für das restliche Event. Wir suchen ja immer Mitstreiter, die Lust haben, mit uns verrückten Bastelhühnern verrückte Bastelhühner-Sachen zu machen. Ha, hier, so hätte ich es gleich machen sollen. Jetzt versteht ihr vielleicht noch besser, was ich meine. Guckt, hier, da ist das Ganze schmaler geworden. Ja, und das ist leider normal für mich. Wenn ich irgendwas sehe, was mich im Zusammenbau stört, dann schaffe ich das nicht, auch wenn ich alle Teile schon geplottet habe, das Ding zusammenzubauen. Dann muss ich leider nochmal von vorne anfangen. So, nach dieser Vorrede schauen wir uns jetzt noch die Kundenfotos an. Die Kundenfotos. Zack. Tada! Da haben wir auch direkt von der lieben Heike Kirmse wunderschön umgesetzt. Einen ganzen Schwung, sowohl das Häuschen als auch das Vögelchen, die Blümchen, den Schmetterling und alles extra koloriert. Heike, du hast es super schön gemacht und ich habe mich total gefreut, das Bild ist direkt vor Ort entstanden, dass du auch sofort ein Foto gemacht hast. Guck, hier hinten könnt ihr sehen, da steht noch das Blumentöpfchen, von dem ich gesagt habe, das war beim Event dabei. Hier seht ihr, hat sich der Plotter mit aufs Bild geschummelt. Also habt ihr quasi einen kleinen Vor-Ort-Schnappschuss. Das hat Heike alles am Wochenende gebastelt. Und sie hätte noch mehr geschafft, aber sie hat das ganz entspannt gemacht und hatte noch ihre Stricksachen dabei und hat gesagt, wenn sie durch ist, ist sie durch. Ist auf jeden Fall alles wunderschön geworden. Und ich habe mich natürlich über das Foto gefreut, liebe Heike. Ganz liebe Grüße. Hier hat die Christine Blümchen gedruckt und hat die normale Größe einmal gedruckt und hat dann die kleinen auf 50% skaliert. Liebe Christine, du kannst mal schreiben, wenn du das hier hörst, ob du Schwierigkeiten hattest, die zu schließen in dieser kleinen Größe. Weil Kim auch 3D gedruckte Blumen dabei hatte und bei ihr gingen die schwer zu in der verkleinerten Variante. Wäre spannend, ob das für dich einfach ging. So, die Jonna hat auch gedruckt. Liebe Jonna, ganz liebe Grüße. Dich haben wir auch erfolgreich mit dem 3D-Druckfieber infiziert.
den Steckspieß-Schmetterling gedruckt aus PLA mit dem Bambu P1S. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem neuen Spielzeug und hoffe, dass wir ganz viele Fotos von dir zu sehen bekommen. Die Annette hat das Vögelchen gebastelt und guckt mal, den hat sie auf 80% verkleinert. Wir hatten am Wochenende auch so ein paar, ich sag mal, klein Bastelenthusiasten dabei. Liebe Grüße an die Jenny, der ich auch das eine oder andere Projekt auf 50% verkleinert habe. Das heißt, wer von euch auch so ein gerne Mini bastelt, kann sich durchaus bei den Stapelprojekten mal ranwagen. Wird es die Blume bitte auch für 3D-Druck geben? Gerne, Petra. Die jetzt quasi bis jetzt nur als Plotter-Datei in den Shop gekommen sind. Das mache ich gern. Die mache ich auch gern für den 3D-Drucker fertig. In der gleichen Machart wie bisher? Fragezeichen. Gib gerne nochmal eine Rückmeldung. Hier war die Annette fleißig. Die hat jede Menge Schmetterlinge gebastelt und die dann auch vor Ort direkt noch mit schönem Motivpapier verschönert. Dieses wunderschöne Motivpapier durfte mein Plotter auch vor Ort direkt schneiden. Ja, Annette, sehr hübsch geworden. Vielen, vielen Dank für die Fotos. Und diesen Schmetterling, ich liebe den total und ich habe eigentlich auch schon angefangen, eine Deckseite dafür zu zeichnen, weil ihr mir das als Hausaufgabe gegeben habt. Also da kommt vielleicht auch noch was. Hier liebe Grüße an die Daniela, die schreibt ihr Anycubic Cobra X. Vorhin auch hier im Chat, ne? Ist endlich da und sie hat ihre Boxen bestückt. Hier mit meinem Hygrometerhalter, den man so schön in den Deckel reinklippen kann. So bewahre ich ja auch mein Filament auf. Idee mit dem Hygrometer ist einfach zu wissen, wie viel Feuchtigkeit habe ich in der Box. Man schmeißt dann da einfach noch diese Trocknungsmittelpäckchen mit rein. Und bei mir klappt es super. Ich habe einfach stabile 10% Luftfeuchtigkeit in den Kisten drinne. Und es ist aber eine helle Freude, quasi die Schublade aufzumachen und direkt zu sehen, dass alle Werte noch perfekt sind. Also ich liebe das immer noch. Vielen, vielen Dank, Daniela, für das Foto. Hier hat die Silvia fleißig gebastelt und guckt mal, wie süß das Vögelchen aussieht mit so einer Feder. Silvia, das ist sehr gut gewählt. Sehr, sehr süß. Und ein Schmetterling, der ein bisschen Bling bekommen hat. Also gleich noch ein Deko-Glitzer-Schmetterling. Also ihr seht, ihr könnt da natürlich dekotechnisch auch so schon das ein oder andere machen. Hier war die Henny fleißig und hat die Tunnelkarte mit der Torte einmal geplottet und hat auch in der Gruppe ganz liebe Worte dazu geschrieben, dass das jetzt ja so schön schnell geht. Mit dem Tunnelkarten-Konverter-Erweiterungsmodul quasi, das einen dann ja immer schon gleich hier seitlich die Stecklaschen dran macht, damit man die Tunnelkarte hier in dem Fall mit der Klappkartenerweiterung umsetzen kann. Henny, ich liebe deine Farbwahl. Das wird 100 Pro auch wieder ein Pinterest-Pin werden. Also vielen, vielen Dank für das cleane Foto mit den wunderschönen Farben. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ich gebe euch da so eine kleine, aber unverschämte Hausaufgabe, wenn ihr euch schon die Mühe macht, so schön zu fotografieren, Henny. Dann dürft ihr in Zukunft auch gleich noch so ein bisschen aus unterschiedlichen Winkeln, die Tunnelkarte noch so ein bisschen in die andere Richtung gedreht, die Kamera mal noch ein bisschen tiefer, um noch mal ein bisschen mehr von vorne zu gucken, noch eine Detailaufnahme von rechts, noch eine Detailaufnahme von links, damit die Miriam, die Verrückte, sich dann gleich mehrere Bilder zusammenstellen kann. Ich weiß, ich bin frech, aber ich habe euch jetzt seit über einem Jahr schon so gut trainiert mit den Kundenfotos, dass es einfach gar nicht so, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn ich euch jetzt noch so ein bisschen weiter piekse, ne? Und dann noch mehr Fotos bei mir landen. Also ich freue mich immer sehr, ist wieder sehr hübsch geworden. Hier war die Nicole fleißig und hat einen wundersüßen kleinen Piepmatz gebaut. Wir waren übrigens am Wochenende grundpragmatisch und da fällt mir was ein, was ich euch eigentlich schon hochladen wollte, was ich aber vergessen habe. Ich werde euch bei dem Vogel noch eine Variante reinmachen, bei dem die Vorderseite diesen Schnabel nicht hat. Weil die Klebelasche bei dem Schmetterling, wollte ich schon sagen, beim Vogel eigentlich perfekt dafür geeignet ist. Die geht nämlich nicht nur bis hier vorne, sondern die zieht sich tatsächlich hier hinten noch weiter und man hat dann einfach so eine kleine Mittellinie, weil eine Klebelasche von oben kommt und eine von unten, langer Rede, kurzer Sinn. Man könnte hier vorne quasi die Schnabelfarbe einfach nur durch das Seitenteil herstellen. Wenn man hier den Teil weglässt, wenn man den abschneidet, dann hat der Schnabel im Ganzen eine andere Farbe. Das bin ich euch noch schuldig, das muss ich noch nachreichen. So.
Hier war die Katja fleißig. Liebe Katja, vielen, vielen Dank. Du bist ja auch immer so tüchtig mit den Fotos und du hast schon so viele von den Stapelprojekten gearbeitet. Freut mich riesig, dass das Vögelchen und das Häuschen bei dir auch umgesetzt wurden. Für das Häuschen hätte ich auch noch so ein bisschen mehr Ideen. Was ich an dem Häuschen eigentlich ganz cool finde, ist, dass es so extrem schlicht gehalten ist. Weil man das dann so durchs Jahr weg einfach schön dekorieren kann. Jetzt zum Frühling, Sommer kann das Vögelchen da drinnen sitzen. Wenn der Herbst kommt, basteln wir uns vielleicht noch irgendwie einen Pilz oder sowas oder auch mehrere Pilze. Dann kann man da auch wieder so ein bisschen drumherum dekorieren. Also das geht halt einfach einmal quer durchs Jahr, je nachdem, was man da reinmacht. Ich finde, dass es sogar auch was ist, was man vielleicht schön zum Einzug verschenken kann. Worüber ich schon nachgedacht habe, da dürft ihr aber nochmal Feedback geben, ist, ob man noch eine Hausvariante macht, die in sich etwas tiefer ist, die euch also hier unten drin im Haus nochmal mehr Stellfläche bietet. Hätte den Vorteil, dass man dann später auch so eine normale Akkulampe hier reinstellen kann und dann könnte man eben auch wieder hier das Ganze mit Transparentpapier verschließen oder so eine Lichteffektfolie einkleben und hätte dann noch mal mehr Gestaltungsmöglichkeiten, weil man dann halt einfach diese Fläche, die da entsteht, quasi hier innen drin logischerweise auch nochmal mit irgendwie mit Sprüchen dekorieren kann, ein Motiv aufdrucken kann. Ihr habt da bestimmt auch noch irgendwie eigene Ideen dazu. Aufhängen ist ja bereits möglich. Es gibt ja eine Variante, die hier oben auch noch eine Aufhängung hinzufügt. Aber die Idee wäre hier vielleicht eben auch einfach nochmal zusätzlich was mit drauf zu. Ne? Also hier quasi, man könnte eine Seite zumachen mit Transparentpapier. Ich hoffe, ich habe das gut genug erklärt. Also Katja, vielen, vielen Dank. Sehr tüchtig. Hier ist sie. Dieses Foto von der Maren, von der Akkulampen-Variante, von der Dekoblume Maren. Und ihr seht, sie hat hier aber auch mit 7 Segmenten gearbeitet. Das haben einige von euch auch schon gemacht, weil bei euch aus Gründen, die ich nicht verstehe, dann die 6 Segmente zum Teil scheinbar zu stramm sitzen. Aber die Farbkombi Maren ist wieder wunderschön geworden. Sofern du noch da bist, ich habe sie so wenig gelesen. Maren hat sich vielleicht auch schon verabschiedet, weil ich wieder nur mit dem 3D-Druck hier hantiert habe. Dann hört sie es vielleicht hinterher. Also ich liebe trotzdem das Foto auf jeden Fall. Hier auch noch in der beleuchteten Variante. Also hier seht ihr es eben, da sitzt in der Mitte die Akkulampe und macht einfach ein sehr, sehr schönes Licht. Dann von der Alicia noch Fotos zu dem Low Poly Osterei mit dem Hasenmotiv. Buttergelbes Papier. Vielen Dank für die Info, Alicia. Zeige ich euch sehr gerne, auch wenn Ostern rum ist. Ich liebe diese Fotos und auch wenn es euch genauso geht wie Alicia, dass ihr jetzt vielleicht, bevor ihr die Osterdeko wegräumt, noch ein schnelles Foto für mich machen könntet. Macht es doch gerne. Ich weiß, ich bin heute frech, ne? Unmöglich. Weil ich mich natürlich jetzt auch immer noch über die Fotos freue und die dann einfach für nächstes Jahr schon vorbereite und einplane. Sehr, sehr schön geworden. So, hier war die Sonja fleißig. Die hat den Tunnelkartenrahmen sechseckig umgesetzt mit dem Schnörkelherz, mit Beleuchtung. Sehr, sehr schön. Beleuchtung macht halt immer was aus, ne? Sieht einfach gleich noch schicker aus. Und wundert euch nicht, wenn da jetzt Projekte dabei sind, wo ihr sagt, oh, das Bild ist aber schon lang her, dass ich das hochgeladen habe. Ja, auch das habe ich diese Woche gemacht. Ich habe mich zum Teil ein bisschen durchgewühlt und endlich ein paar Bilder auch freigeschaltet, die schon lange auf Freischaltung warten. Also hier auch von der Petra Inc. ein Projekt aus Clairefontaine-Papier Perlmutt. Für alle, die ein schnelles Ergebnis haben wollen, ist dieses Windlicht sehr zu empfehlen. Petra, vielen Dank für das Foto. Dann auch ein Foto von der Sonja. Ich dachte, das passt jetzt. Wir können jetzt, Ostern ist rum, jetzt können die sommerlichen Motive auch endlich mit rein. Die Tunnelkarte Leuchtturm auch im sechseckigen Rahmen umgesetzt, sogar mit der passenden Verpackung. Dann, die geht immer, genieße die kleinen Dinge. Auch da wieder umgesetzt von der Sonja. Sonja war scheinbar fleißig und hat einen ganzen Schwung Tunnelkarten gebastelt. Und ich liebe dich sehr für die ganzen Fotos mit Beleuchtung, weil der Algorithmus sagt, dass Fotos mit Beleuchtung sehr beliebt sind. So, dann haben wir auch hier von der Sonja die Happy Birthday Tunnelkarte. Oh, sowas könnten wir eigentlich auch mal wieder gebrauchen, ne? Ich müsste mal wieder anfangen, auch selbst Karten zu verschenken. Dann würde ich vielleicht auch wieder mehr Karten zeichnen. Weiß nicht, warum das bei uns aktuell irgendwie nicht im Trend ist. Ist aber auch so ein schönes Foto. Auch von der Sonja, meine Faltkarte. Eigentlich müsste ich mal anfangen, so eine Art Ranking,
Belohnungssystem einzuführen. Manche von euch sind so fleißig. Hier hatte die Sonja die Low-Poly-Vase aus Papier umgesetzt. Die könnten wir jetzt theoretisch auch mit dem 3D-Drucker drucken. Ich überlege gerade, das ist so lustig, wenn man einmal in dieser Welt drin ist, rechnet das Hirn sofort, ob die Überhangwinkel alle hinhauen oder ob das hier unten mit dem Überhangwinkel schwierig werden würde. Also auch da. Sonja war sehr fleißig und sehr geduldig mit mir. Die liegen schon sehr lange und harren der Freischaltung. Ja, die sind schon lange im Shop hochgeladen gewesen, Sonja. Ja, ich weiß, ich entschuldige mich ein bisschen. Aber du siehst, es ist niemals irgendwas verloren. Ich musste mich nur durch die ganzen Bilder, die jetzt saisonal gerade nicht gepasst haben, wieder weiter nach unten wühlen, damit ich die jetzt auch endlich alle mal wieder freigeschaltet habe. Also ein dickes Danke an dich, dass du sie genau da gelassen hast, wo sie waren, damit ich irgendwann dann auch dazu komme, sie freizuschalten. Hier war die Ursula fleißig und das ist auch schon länger hochgeladen und hat den Pop-Up-Blumenstrauß mit der Farbdruckerweiterung gebastelt. Wenn es mit dieser Farbdruckerweiterung mit meinem eigenen Schneidesystem funktionieren würde, das wäre ziemlich cool. Dann würden wir noch mehr Sachen mit Farbdruck machen, ne? Stellt euch vor, ihr habt ein Problem, das gibt es ja manchmal beim Drucken, dass die Sachen so ein bisschen verschoben gedruckt werden und die Software wäre klug genug, das für euch zu kompensieren. Oh, ich darf nicht darüber nachdenken. Wir blättern weiter und freuen uns über weitere schöne Bilder. Hier von der Christine. Wie gesagt, ich habe jetzt hier auch die Sommersachen mal ein bisschen mit reingenommen. Die hat hier die Tunnelkarte mit der Schildkröte in den beleuchteten Rahmen umgesetzt. Dann haben wir von der Katja meinen Perlenblumentopf. Und das hier, dieses Bild, das liebe ich komplett. Also das ist so perfekt, dass man sich fast fragen könnte, ob das die KI erzeugt hat. Geht es euch heute auch so? Wenn man solche Projekte sieht, die einfach so schön fotografiert sind, fragt man sich heutzutage immer gleich, oh Gott, ist das echt? Kann das echt sein? Hast auf jeden Fall super schön gemacht. Also super hübsches Foto. Könnte man genauso in ein Magazin drucken. Und das zeigt, wie modern und clean und schön diese Perlenprojekte sind. Also ich liebe die total. So, die Petra war auch fleißig und hat mal einen ganz anderen Ansatz gewählt und hat das Ganze in Sunlu regenbogentransparent gedruckt. Lämpchen rein und dann kann man es einfach mit rausnehmen als Leuchte. Finde ich eigentlich auch ziemlich clever, ehrlich gesagt. Und Petra, da würde sich jetzt die höhere Vase fast auch für anbieten, weil die mehr so die Form von so einem Windlicht hat. Also so rein von dem, weil sie mehr schmal und hoch ist als der Blumentopf. Also eigentlich eine ganz, ganz coole Idee. Hier auch von der Katja, da haben wir, glaube ich, auch einen ganzen Schwung. Katja hat so schöne Schalen gedruckt, kombiniert mit den Perlenprojekten und natürlich auch wunderschönen Eiern. Also ich frage mich manchmal, wo ihr die ganze Zeit hernehmt. Ich bin ein bisschen neidisch. Obwohl also kennt ihr vielleicht, dass man selbst immer das Gefühl hat, man wird mit nichts fertig. Und dann habe ich euch verrückten Kreativen hier, also die dann so viele schöne Sachen machen. Das ist der Wahnsinn. Lieben, lieben Dank, Katja, dass du dir auch immer die Arbeit machst, mir noch ein Foto zu knipsen. Sehr, sehr schön. Die Petra hat dann auch direkt die beleuchteten Eier gedruckt. Das hat mir die Annette als To-Do aufgegeben. Ist es mir klar, dass ihr jetzt nach Ostern keine Ostereier vielleicht mehr direkt druckt. Nächstes Jahr vor Ostern dann vielleicht wieder. Aber Annette hat sich eigentlich gewünscht, dass es in der Machart mal noch was saisonal Neutrales gibt, weil ihr das auch so gut gefallen hat mit dem Motivausschnitt. Da dürfen gern diejenigen von euch, die auch 3D drucken, mal sagen, ob euch da rund lieber wäre. Ich habe über sechseckig nachgedacht, aber das liegt daran, dass ich so ein Polygon-Mensch mathematisch, gedanklich schon wieder dabei bin, da so mehrere Sechsecke, die man nebeneinander anordnen kann, aufzubauen. Dann nehme ich aber gerne eure Rückmeldung. Und ob das mit dem Verschluss dann so für euch passt, wie ich das hier bei dem Osterei gemacht habe, oder ob ihr euch da mehr so eine klassische Schachtel Unterteil, Außenteil wünschen würdet. Bei der Variante hat man halt, sage ich mal, minimal Bereiche, die abgeschattet sind, weil man eben nur da diese kleine Steckverbindung hat und sonst nichts. Also ich mag das eigentlich so sehr, aber ich dachte, ich frage euch trotzdem. So, liebe Petra, vielen Dank für das Foto. Rund und sechseckig, ja klar, was frage ich überhaupt? Die Anita fragt, kann man den Topf, den Perlentopf so groß machen, dass der Print-and-Cut-Strauß reinpasst? Oh, die Idee, Anita, finde ich ziemlich gut.
Oh, ja, nee, ich muss mir es gleich aufschreiben. Ich muss es mir gleich aufschreiben bei den 3D-Druckdateien. Perlentopfgröße für den Strauß. Ich glaube, dass quasi nicht der Blumentopf die geeignete Wahl wäre, sondern die Vase, weil das von dem Hochkantformat ein bisschen besser passt. Aber beides ist wahrscheinlich nicht perfekt. Aber ein Perlentopf oder grundsätzlich ein Topf, wo dieser Strauß reinpassen würde, finde ich eine total gute Idee. Muss sonst noch mal eine Sondergröße her. Gut. Weiter geht's. Ja, in einer Fotobox fotografiert. Richtig, richtig gut, Katja. Hier auch von der Petra die Ostereier nochmal andersfarbig beleuchtet. Guck mal, es ist nicht süß. Mega, was das für einen Unterschied macht. Ah, lustig, guckt mal. Ich habe eigentlich gedacht, das ist nur die Beleuchtung, aber nein, die sind wahrscheinlich wirklich weiß und die sind gelb und blau mit neutralem Licht. Sehr gut, dann haben wir das auch aufgeklärt. Und hier, die sind das perfekte Beispiel. Ich hoffe, Petra, du verübelst mir das nicht. Das Druckbild ist insgesamt sehr gut, aber das ist genau das, was ich vorhin versucht habe, im Slicer zu erklären. Diese Ostereier, die sind auch so ein Projekt, wo diese Seite, das ist ja die untere Seite, die auf der 3D-Druckplatte gedruckt wird, nachher die Außenseite bildet. Und da kann man mit den entsprechenden Feineinstellungen im Slicer, gerade mal, sage ich hier, in der Randnähe, hier, diese kleinen Löcher, die könnte man damit noch wegbekommen. Also das ist genau so ein Projekt, wo sich dieses Spielen mit den Slicer-Einstellungen total lohnt, weil man hier eben sich vorstellen muss, der 3D-Drucker fährt einmal die Kontur ab und macht hier seine Wandschicht quasi hin und dann versucht er hier zwischendrin die Flächen aufzufüllen. Und wenn man hier die Linienauflösung, die Linienbreite in der ersten Schicht schmaler einstellt, dann kommt er in so kleine Zwischenräume hier besser rein, weil er einfach schmalere Linien zeichnet. Ach, das sind Katjas Eier. Sorry, danke Katja. Warum steht da dann aber Foto von Petra dran? Hatte ich da irgendwas falsch gemacht? Hatten wir das nicht letzte Woche im Stream auch schon irgendwie einmal, dass die Kirsten gesagt hat, aber das ist nicht von ihr? Danke für die Korrektur, Katja. Und sorry. Wird es durcheinander? Das muss ich mir gleich ganz fett auf meine Liste schreiben. Warum hier die Namen nicht stimmen. Das soll ja so gar nicht sein. Namen, Kunden, Fotos in der Stream-Ansicht. Im Backend stimmt's bestimmt, weil da sind die Bilder eigentlich mit eurer Kunden-ID verknüpft. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, geschnallt. Das ist von der Petra und das verstehe ich jetzt trotzdem nicht. Das ist von der Petra und das ist von der Katja. Ihr seid beide da. Ist das jetzt von der Petra oder ist das von der Katja? Ich dachte jetzt, die zwei gehören wahrscheinlich zusammen, aber das kann natürlich auch mein Trugschluss sein. Nein, ich habe durcheinander gemacht. Die Beleuchteten sind alle von der Petra. Guckt mal, wie lustig. Das ist aber doch ein irrer Zufall, oder? Ich sehe es jetzt am Untergrund. Ich habe einen Moment gebraucht. Danke, dass ihr mich korrigiert. Die kommen halt auch so perfekt nacheinander. Ich habe es jetzt hier unten drunter an dem Tischset oder was endlich auch geschnallt. Die sind von der Petra. Die auch und die sind von der Katja. Das heißt, die Namen stimmen am Ding doch. Ich habe das nur selber durcheinander geworfen. Also, ihr beiden, sorry dafür. Ihr seid ja Gott sei Dank beide da und ich kann mich direkt entschuldigen für meine Fahrlässigkeit. Das heißt, Petra, du kannst uns aufklären. Dann ist es hier aber wirklich nur Beleuchtung, oder? Dann habe ich das im ersten Moment doch richtig gesehen. Hier hast du quasi weißes Licht drin und hier hast du andersfarbiges Licht drin. Und es ist halt auch geil, dass dann jetzt die gelb und blau nebeneinander stehen. Klar hat mein Hirn dann gedacht, nee, macht ja total Sinn, das ist einfach nur das eine beleuchtet, das andere nicht. Ja, geil. Als ich das vorhin erklärt habe, hast du gleich daran gedacht, die Eier nochmal neu zu drucken mit meinen Einstellungen. Kannst du machen, Katja, du musst dir aber die Mühe auch nicht machen. Da kommen noch Projekte, wo sich das lohnt. Aber das war jetzt einfach der perfekte Use Case, weil ich glaube, bei meinem weißen Teil hat man es vorhin wieder nicht so stark gesehen unter der Kamera. Und hier kann man eben diese mini kleinen Stellen doch sehen. Und das sind so, da kann man minimal mit so Slicer-Einstellungen noch ein bisschen Verbesserung rausholen. Ja, schöne Täuschung, ne? Ei, ich sag's euch. Ihr lacht euch wahrscheinlich schlapp über mich. So, und hier kommen die jetzt in beleuchtet von der Katja. So nämlich. Jetzt haben wir es auch. Die Katja hat nämlich auch Beleuchtung in ihre Eier gesteckt. So, jetzt könnt ihr meine Verwirrung auch nachvollziehen. Genau, und bei der Petra war es auch gelb und grün. Jetzt habe ich's.
jetzt habe ich es beieinander, jetzt habe ich alles sortiert bekommen. Ihr wart jedenfalls sehr fleißig und ich liebe das, dass ihr dann auch gleich immer den 3D-Drucker anschmeißt. Ich freue mich da immer total drüber. Richtig, richtig schön geworden. Und dann seht ihr eben auch, dass man auch so die bunten Filamente durchaus beleuchten kann. Ich bin ja der typische Fall, bei dem es immer nur weiß mit weiß und weiße Beispiele gibt. Und ihr seht aber auch, funktioniert auch in bunt. Sehr, sehr schön geworden. Und hier hat die Katja schon direkt auch Einzelfotos gemacht. Ich liebe dich dafür. Wunderbar. Die Katja hat auch, da habe ich mich gefreut, Katja, weil du geschrieben hast, du hast direkt die Inspiration umgesetzt. Da habe ich mich gefreut, weil ich ja immer wieder überlege, ob ich diese Kundenfoto oder generell diese Inspirationsreihe auf Facebook und Pinterest, ob ich die fortführen soll, weil auch das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, diese Bilder immer vorzubereiten und die Texte dazu zu schreiben und das alles irgendwie einzuplanen. Wenn dann zwischendurch mal einer kommt wie du, Katja, der sagt, er hat die Inspiration gesehen und das direkt mal umgesetzt, dann denke ich immer, ja, wir brauchen doch mehr davon. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und die Katja hat gleich einen ganzen Schwung von diesen niedlichen Vögelchen gebastelt. Die sind sehr, sehr schön geworden. Und das werden auch alles Pinterest-Pins. Die sind so schön fotografiert. Alle irgendwie unterschiedlich, alle in der Farbe irgendwie anders. Also mega, mega gut. Hier hat die Annette noch was total Cooles gemacht. Das ist eben auch vielleicht eine Überlegung, wenn jetzt dann Dekormotive ohne Ostereiform kommen. Annette hat ihre angemalt, was ich ziemlich cool finde. Das heißt, sie hat hier das Ganze in PLA Gold gedruckt und dann mit Acrylstiften angemalt. Und von den lieben Event-Teilnehmern habe ich selbst auch Acrylstifte geschenkt bekommen. Das heißt, vielleicht gibt es demnächst von mir auch mal was Angemaltes. Aber nur vielleicht. Ich verlasse da immer meine Komfortzone. Ich bin nicht so firm darin. Aber ich finde es dann immer ganz spannend, einfach mal damit zu experimentieren. Also Annette, das ist auch super schön geworden. Eine sehr, sehr, sehr schöne Umsetzung mit den Stiften. Die Sabine hat auch ein beleuchtetes Ei gedruckt. Wunderbar. Also die sind so gut bei euch angekommen. Das hat mich so sehr gefreut. Und das ist auch perfekt direkt so auf dem kleinen 3D-Drucker. Dann weiß gleich jeder, was es ist, dass es 3D-Druck ist und keine Plotter-Datei. Mega. Und hier, Anita. Von Anita habe ich noch das ein oder andere schöne Foto. Hier musste ich ein bisschen schummeln, weil da noch ein kleiner Sticker oder so mit drauf war, bei dem ich nicht sicher war, ob das nicht ein Fremddesign ist und ich immer nicht in die Falle tappen will, dass sich nachher irgendeiner beschwert, dass ich hier seine Designs nutze, um Werbung für meine Designs zu machen. Deshalb habe ich das mal hier mit KI verschwinden lassen. Aber ansonsten wollte ich euch dieses super süße Geschenkschweinchen einfach nicht vorenthalten. Das ist ja so spardosenmäßig quasi gedacht, dass man hier oben, das hat hier den Schlitz, der sich so ein bisschen hinter dem Ohr versteckt, dass man da auch Geldscheine, Münzen und so weiter reinwerfen kann, um einfach ein Geldgeschenk zu verschenken. Aber ich finde es total süß, dass der auch Ohrringe und so gekriegt hat und gleich noch eine Kette und total niedlich, einfach so als Geschenk, offensichtlich als Mädchengeschenk in dem Fall, total gut geworden. Hier auch von der Anita. Anita ist auch so eine, die schon lange darauf warten muss, dass ich endlich mal die Bilder freischalte. Die hat die Low Poly Herzbox gebastelt. Mega schön in komplett glitzernd. Also ihr Lieben, ich weiß, es ist noch ein bisschen Zeit, aber nächstes Event, für das wir alle irgendwie basteln, sofern noch vorhanden, wäre Muttertag. Wer also motiviert ist, oder auch für die beste Freundin oder den besten Ehemann der Welt, der gerade den 3D-Drucker abgesegnet hat, wäre doch vielleicht sowas gar keine schlechte Idee. Obwohl für den Ehemann da dann was Besonderes rein müsste. Der freut sich wahrscheinlich nur über die Glitzerschachtel, nicht so besonders. Da käme es dann auf den Inhalt an. Ich versuche gerade sinnvolle Anwendungsszenarien für euch zu finden. Ich würde mich über sowas ja immer freuen, aber Valentinstag ist rum. Die meisten basteln, glaube ich, auch nicht für Valentinstag. Muttertag kommt noch. Hochzeit eventuell. Hier hatte die Anita auch so süß die Maus gebastelt mit der Schubkarre. Genau in meinen Farben, weiß mit weiß und grüner Grundkarte. Und ich weiß, Pop-Up-Karten wären neue gewünscht. Ihr wünscht euch immer gern Pop-Up-Karten für Erwachsene, wo ich dann immer mich nicht traue, meine süße Maus reinzumachen. Und solange ich da keine ultimative Eingebung habe, muss diese Nische weiter darauf warten, dass es endlich Nachschub gibt. Genau, Heike schreibt schon für den Vatertag dann die Werkzeugkiste, absolut.
Hier noch ein Foto von Gerd. Ich dachte, das passt jetzt hier sehr gut rein, weil wir vorhin das schöne Foto von der Petra gesehen haben mit der Blümchenbanderole quasi, also der der beleuchteten Variante hiervon. Und da gibt es eben auch passend dazu eine Faltkarte. Die, finde ich, geht auch immer. Die geht zur Genesung, die geht zum Geburtstag. Wenn man sie vielleicht in dezenteren Farben umsetzt, dann kann man sie wahrscheinlich sogar auch als Trauerkarte verwenden. Also so, die gehen immer Karten, bräuchte ich vielleicht auch mal noch ein paar neue im Shop. Hier von der Nicole, der Nähkasten. Eigentlich perfekter Übergang, wo wir es gerade vom Werkzeugkasten hatten. Das hier ist die Nähkasten-Variante. Wunderschön in Knallorange. Mega, mega gut. Und auch hier ein ganzer Schwung an total schön umgesetzten Karten. Die Nicole hat hier gleich ein ganzes Set gebastelt zur Geburt. Einmal hier oben die Tunnelkarte mit dem Kinderwagen, die Tunnelkarte mit dem Klapperstorch. Beide in dem sechseckigen Rahmen mit der passenden Hülle. Und sogar noch hier einmal die Pop-Up-Karte Kinderwagen, auch mit dem passenden Umschlag. Also, da gleich ganz viele Projekte auf einen Schlag und direkt aus 2 Perspektiven. Ich liebe es. Vielen Dank dafür, Nicole. So, noch mehr Sommer-Vibes für euch. Wer schon mal ein bisschen Sommer plotten will, während ich jetzt Urlaub habe, kann ich euch hier einmal empfehlen, die Tunnelkarte Cocktail. Und einmal die Tunnelkarte mit dem Leuchtturm und natürlich mit dem Strandkorb. Beides alles kombiniert mit der Klappkartenerweiterung rund. Und es lädt. Ich traue mich nicht zu aktualisieren. Wenn ich jetzt aktualisieren muss, dann sind wir nicht mehr an der richtigen Stelle. Bitte. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste das eigentlich nochmal mit der eckigen Klappkartenerweiterung kommen. Nein. Dann habe ich die vielleicht noch zurückgehalten, aber Nicole hat die auch noch mal in einer anderen Variante gebastelt, da bin ich recht sicher. Hier durften bei der Petra die Schmetterlinge draußen ins Blumenbeet einziehen. Sehr schön. Am allerbesten gefällt mir natürlich hier der gelbe, der gerade so schön zu den Narzissen passt, aber die anderen sind auch sehr schön geworden. Was ist hier gerade los? Warum lädt er sich hier gerade einen Wolf? Die liebe Technik. Das würde ich jetzt wieder meinen KI-Assistenten fragen, wenn ich nicht gerade live mit euch wäre. Was da los ist. Eigentlich sollte das komplett unproblematisch sein. Weiß nicht, warum er da jetzt so lange für braucht. Die Nicole hat einen ganzen Schwung Tulpen gebastelt in Regenbogenfarben. Und ich glaube, in der Facebook-Gruppe hatte sie geschrieben, weil die so super angekommen sind, hat sie gleich nochmal welche gemacht. Wahnsinn. So schön, aber es sind ganz schön viele. Also ihr seid auch auf die beste Art und Weise verrückt. Ihr passt hier sehr gut her. Da sind sie. Ich wusste doch, dass die nochmal kommen. Hier also nochmal auch ein bisschen näher dran. Die Tunnelkarte mit dem Cocktailmotiv, mit dem Leuchtturmmotiv und die Strandkorb-Tunnelkarte mit der Klappkartenerweiterung in quadratisch quasi. Total cool. Also Sommer. Jetzt ist als nächstes Programm Sommer angesagt. Dann hat die Nicole auch noch ein super schönes Set gebastelt. Nicole ist immer super fleißig. Guckt mal. Da im Hintergrund sitzt einmal die Tunnelkarte Hund mit Schmetterling im sechseckigen Rahmen. Hier vorne ist die Bärenparty am Start als Pop-Up-Karte. Dann meine Verpackung Knochen. Also wer von euch sehr niedliche Vierbeiner zu Hause hat, der kann den auch mal hier sowas basteln. Der muss dann halt damit leben, dass die das gleich zerlegen. Also unser Dackel wird das innerhalb kürzester Zeit also einmal reinbeißen und es dann richtig schütteln. Und dann, ja, einmal ausräumen, dann wäre auch vorbei mit der Herrlichkeit. Aber der Hundebesitzer freut sich da ja vielleicht auch drüber, ne? So. Dann haben wir hier nochmal von der Maren eine Blume Maren. Maren, es kommt mir so vor, als würdest du die Blume Maren nach wie vor mögen. Es freut mich sehr. Und vorhin haben wir es in einer mehr blauen Variante gesehen und hier seht ihr jetzt eine rosa-weiß mit Silberkombination. Sehr, sehr hübsch geworden. Dann habe ich noch ausgegraben, auch schon länger hochgeladen, glaube ich, ein Foto von der Tina, wenn ich das nicht durcheinander werfe. Ihr seht, ich habe diese Woche in älteren Bildern gewühlt, aber ich bin dann immer nicht sicher, was jetzt älter war und was nicht. Hier kann ich es nicht ganz sicher sagen, aber Tina hat auf jeden Fall wunderschön
die Tunnelkarte-Nähmaschine umgesetzt mit dem Papierrahmen und hat die sogar noch von Hand koloriert. Chapeau dafür, dass du das so schön hingekriegt hast, weil gerade hier oben, sage ich mal, der Nähfaden, der ist schon relativ zierlich. Ich reize das ja dann gerne aus für die Motive und den so anzumalen, ohne dass er auseinanderfällt. Hast du super gemacht. Ich glaube, wir kriegen die jetzt auch noch mal in beleuchtet. Das ist das Nächste, was ich hier auf meine Liste schreibe. Also die Namen waren jetzt auf jeden Fall doch korrekt, außer dass ich sie falsch vorgelesen habe. Aber jetzt haben wir ein Ladezeitproblem in der Streamübersicht. Tada! Jetzt mit Beleuchtung. Ach ja, wunderschön. Und ich verstehe, wenn ich das sehe, auch warum ihr immer in alles Licht einbauen wollt, weil es halt einfach doch einen Unterschied macht. So, die Astrid hat auch die Ostereier gedruckt mit einem P1S und PLA Basic. Wunderbar. Und hat sie auch beleuchtet. Dann von der Silvia der Schmetterling, und zwar der Reagenzglashalter Schmetterling mit der extra zugehörigen Deckseite für den Schmetterling. Hat mich sehr gefreut, da waren, glaube ich, die anderen Schmetterlinge auch noch nicht im Shop, dass die Silvia auch die alte Variante in Anführungszeichen nochmal gebastelt hat. Sie ist aber nicht nur alt im Sinne von jetzt nicht gerade erst in den Shop gewandert, es ist auch in der Geometrie anders. Also ich habe natürlich den neuen Schmetterling bewusst auch von den Formen her ein bisschen einfacher und schlichter und ein bisschen eckiger auch gewählt, damit er zu den anderen Stapelblumenprojekten gut passt. Der hier ist hier am Flügel schon deutlich geschwungener, ne? Der ist von den Formen her in sich einfach weicher. Aber wir haben das ja schon bei den Perlenschmetterlingen diskutiert, dass Schmetterlinge unterschiedliche Formen haben können. Entsprechend habe ich mich sehr gefreut, hier auch von der Reagenzglashalter-Variante mal wieder eine Umsetzung zu sehen. Kombiniert aus einmal Papier, 220 Gramm Folie und die Deckseite ist Designpapier von VBS. Die Sonja hat Perlenschmetterlinge gedruckt. Mit Spieß und ohne Spieß. Und die Katja hatte auch schon Bilder hochgeladen. Eine Trauerkarte umgesetzt aus der Pop-Up-Karte Lilie. Das hast du sehr schön gemacht, Katja. Und ich finde es auch sehr schön, dass der Spruch und alles auch mit drauf ist, weil man dann auch für sich ein bisschen Inspiration kriegt, wie man das umsetzen kann. So sieht sie von außen aus, so sieht sie von innen aus. Guckt ihr eigentlich auch manchmal einfach so auf der Kundenfotoseite, wenn ihr selbst Inspiration sucht? Oder guckt ihr euch das einfach immer mit mir im Stream an und dann ist es auch schon gut? So. Hier war die Tamara super fleißig, hat Papierfolie 220 Gramm in Perlweiß geschnitten mit dem Brother Plotter, mit Ponal geklebt, die schwarze Sonnenblume aus Polyflex Pearl Glitter in der Farbe Schwarz aufgepresst und rechts die aufgeklebte Sonnenblume aus Folia Strohgelb ausgeschnitten und die Zeichnung graviert. Verrückt, also total abgefahrener Materialmix. Das Reagenzglas, schreibt sie, fehlt noch, weil es noch nicht geliefert wurde, aber die künstlichen Blumen hat sie auf jeden Fall schon mal reingestellt. Mega gut, ich finde den Materialmix total irre. Ich habe auch eine E-Mail bekommen und da bin ich noch eine Antwort schuldig, weil ich mich da dann festnageln lassen muss. Weil wir ja jetzt in letzter Zeit öfter mal Motive sehen, sag ich mal, die hier irgendwie aufgeteilt sind, wo nur Teilelemente zu sehen sind. Und ihr wisst, dass ich mit die strengsten Nutzungsregeln wahrscheinlich habe überhaupt für meine Plotter-Dateien, was aber eigentlich vor allem dem geschuldet ist, dass ich nicht ständig Einzelfallentscheidungen treffen kann und will. Das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, eigentlich gilt, man darf die nicht verändern. Und deshalb wurde ich diese Woche auch schon gefragt, weil jetzt ja hier, sage ich mal, relativ viel vom Motiv fehlt, ob das jetzt dann offiziell so in Ordnung ist. Ich bin jetzt hier mal ganz pragmatisch. Es ist mir sehr lieb in dem Fall, dass da mein Motiv drauf ist und nicht ein Fremdmotiv. Nicht, weil ich das hasse, wenn ihr Fremdmotive verwendet, aber weil ich das sonst hier wieder gar nicht zeigen dürfte, aus besagten Gründen. Das heißt, ich denke, ich werde versuchen, in dem Bereich einfach die Nutzungsregeln mal so ein bisschen zu lockern, damit ihr eben auch die Möglichkeit habt, sage ich mal, ein Folienmotiv hier auf so ein Papierprojekt drauf zu kombinieren. Ich weiß noch nicht, wie da die genaue Formulierung ausfallen wird, aber für die das gerade gefragt haben oder die sich gefragt haben, ist das okay, in dem Rahmen so ist das okay. Ich bin
Ich bin da eigentlich auch gar nicht so. Es ist nur so eine Gratwanderung, weil ich einfach in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht habe, wenn du dem einen erlaubst, das irgendwie so zu machen, kommt der Nächste, der es dann einen Tacken weiter treibt. Wenn du da dann was sagst, dann kriegst du aber vorgehalten, dass du bei dem anderen nichts gesagt hast. Und weil ich diese ganze Politik nicht will und darauf keinen Bock habe und mir das zu kompliziert ist, waren die Regeln bisher sehr straight und sehr einfach und für alle einfach gleich, damit sich auch keiner bevorzugt oder benachteiligt fühlt. Ja, versteht mich. So, also, dieser Exkurs hat aber nichts mit Tamaras wunderbarer Umsetzung zu tun. Es hat sich jetzt nur angeboten, einfach mal 2 Takte dazu zu sagen. Ich finde, es ist wunderschön geworden und ich freue mich, dass ihr euch auch die Mühe macht, so viel zu der konkreten Umsetzung zu schreiben. Das wird man sonst einfach nur mit dem ersten Blick selber gar nicht so durchholen und verstehen. Und wenn man es einfach so, wie es ist, auch hübsch findet und nacharbeiten will, dann hat man jetzt ja eine ganze Menge an Infos auch, was hier alles quasi zusammen kombiniert wurde, um dieses Ergebnis zu erreichen. Also ich finde es mega, sehr schön geworden. Hier seht ihr es nochmal so ein bisschen auch aus einer seitlichen Perspektive. Tamara hat mir also auch gleich 2 Fotos gemacht, direkt auch wieder 1+ mit Fleißsternchen. Und hier war die Kirsten fleißig. Liebe Grüße an dich, Kirsten. Du bist ein Schatz. Die Kirsten hat nämlich auch gleich direkt am Eventort Bilder gemacht und hat die auch quasi am selben Tag noch hochgeladen. Dann kann das auch nicht vergessen muss ich nochmal so einen kleine Aufforderung in Richtung meiner verrückten Bastler vom letzten Wochenende schicken. Die haben nämlich so tolle Projekte gebastelt und da habe ich noch viel zu wenig Fotos bekommen. Das betrifft jetzt nicht die Kirsten und nicht die Heike, die haben schon brav geliefert. Annette hat auch schon geliefert. Aber da sind noch so ein paar mehr auf meiner Liste. Ich weiß, ich bin frech. So bin ich halt, da müsst ihr durch. Und die Kirsten hat gleich vor Ort geknipst. Steht auch drunter, entstanden beim Basteltreffen in Mömbris. Liebe Kirsten, Lob an dich, dass du das sofort gemacht hast. Ich habe mich riesig drüber gefreut. Deine Heike, wir gucken mal, ob die noch kommen. Hoffentlich habe ich die nicht übersehen, sonst suche ich dann gleich nochmal. Aber wir gucken auch beim nächsten Mal sonst nochmal welche an. Wenn du sie normal im Shop hochgeladen hast, müssten sie da sein. Ich habe vorhin direkt vorm Stream nochmal freigeschaltet. Hier auch von der Kirsten mit wunderschöner Deckseite außen drauf. Der Schmetterling, der hat es mir auch sehr angetan. Kirsten, der ist auch schon verarbeitet in einen Pinterest-Pin. Der kommt demnächst in der Inspirationsreihe vor, weil der mir gar so gut gefallen hat. Auch entstanden beim Basteltreffen in Mömbris und ich liebe den, weil ich finde, den kann man zu so vielen Gelegenheiten verschenken und mit dem offenen, dass der hier oben quasi nicht geschlossen ist, könnt ihr halt wirklich auch einfach super gut Kleinigkeiten reinpacken und dann hat man was in der Hand. Also ich weiß nicht, wie ihr das bei euch in der Familie handhabt, aber wir haben halt ganz viele Veranstaltungen, wo irgendwie eigentlich ausgemacht ist, dass man sich nichts schenkt, dann kommt man sich aber doch blöde vor, wenn man so ganz mit leeren Händen kommt und wenn man einfach so eine Kleinigkeit, so ein Mitbringsel haben will, dafür ist der perfekt. So schön geworden mit dieser Außenseite auch. Noch eine Variante mit Herzchen. Hier haben wir einmal das Foto von der Maren, die war auch wieder sehr fleißig, während die Bastler alle noch beim Basteltreffen waren, hat die Maren schon ein sehr schickes Haus in Schwarz gebastelt, mit einem sehr schicken Vögelchen drin. Und hier, Heike, hier, hier ist es doch. Dann war deins aber auch gleich eins der ersten wahrscheinlich. 11. April, da steht es schön auch unten im Bild 2026, 18:18 Uhr. War das alles schon fertig? Also die Heike war auch sehr fleißig. Vögelchen in klein, Vögelchen in groß, Schmetterling, Blümchen, Schmetterling in Deko, Schmetterling in offen. Mega gut. Und Heike, dir schulde ich jetzt dann quasi auch noch so ein Schnäbelchen, so eine Schnabelform zum Aufkleben, dass du die seitlich auf deine Vögelchen noch draufpacken kannst. Ich teile euch den einfach nochmal an der Stelle. Sehr gut. Also Heike hat auch schon geliefert. Sehr schön geworden. Der kleine Vogel ist 70%, also für die kleinen Enthusiasten, wer noch mal eine kleine Größe testen will, ist eine sehr gute Angabe, weil ihr seht, ich glaube, Heikes Vogel passt halt komplett ins Häuschen rein. Wen das also stört, dass bei mir in Originalgröße der Vogel so ein bisschen diagonal sitzen muss, weil er quer nicht ganz reinpasst, der könnte auch hier auf die 70% gehen. Hier war die Katja fleißig, die hat was von den neuen Blümchen gebastelt, auch wieder sehr sportlich beim schwierigsten, ich finde bisher schwierigsten Blümchen skaliert auf 50%. Und noch ein Blümchen in Originalgröße. Und sehr schön als Anschluss an die Ostertür, die wir neulich im Stream angeguckt haben, die Frühlingstür.
geplottet von der Silvia aus sattem Grün und einmal aufgehängt. Also wer Lust hat auf Frühlingsdeko, die man jetzt noch ewig lang auch nach Ostern hängen lassen kann. Ich finde eigentlich Frühlingsdeko ist auch zu knapp gefasst, die geht auch den ganzen Sommer. Aber ich glaube, sie heißt im Shop offiziell Frühlingstür. Ein langes Motiv, bestehend aus in dem Fall 3 langen Matten, wenn ihr es auf der Matte schneidet, dass man einfach so untereinander dann anordnen und aufhängen kann. Das habe ich sehr geliebt. Ich brauche doch irgendwo auch wieder so eine Glasscheibe. Florian, wenn wir irgendwann renovieren, umbauen, neue Fenster bekommen, irgendwo brauchen wir eine durchgängige Tür. Ein großes Glasfenster. Unsere Fenster, nämlich hier in unserem Zuhause, wo wir 2018 eingezogen sind, die sind so unterteilt. Wir haben überall so Streben drin. Das heißt, da kriege ich so ein schönes, langes Bild einfach gar nicht rein. Und ich würde euch noch die Herbstvariante schulden. Ich habe schon ewig die Herbstskizze auf meinem iPad mit Eichhörnchen und Igel und ja, ist nie fertig geworden, weil ich keine Tür mehr habe, wo das dran passt. Also danke Silvia für das schöne Foto. Und hier hat sich von der Nicole auch noch einmal die Tunnelkarte mit dem Pilzhaus dazwischen geschummelt. Hier habe ich mit der KI die Woche heiß diskutiert, weil der mir gesagt hat, es geht nur zum Herbst und ich gesagt habe, nee, Pilze gibt es nicht nur im Herbst. Und außerdem sind die Farben so schön bunt mit den Frühlingsblumen und dem Schmetterling, der da unterwegs ist, dass das auch, finde ich, fast als Ganzjahresdeko durchgeht. So. Und die Marina hätte dieses Motiv gerne in breit für ein 1 Meter Fenster. Oha, oh ja. Die Elke war auch fleißig. Aber ich sehe gerade, ich glaube, das ist jetzt genau der Übergang. Ich springe nochmal zurück. Ja, haha, mein Gedächtnis lässt mich nicht im Stich. Das haben wir im letzten Stream schon gesehen. Das heißt, wir sind durch. Marina, das hier, ne? Die Frühlingswiese. Ich habe dich schon richtig verstanden, glaube ich. Das hier. Nur den unteren Teil hier, das hier unten 1 Meter breit. Da müsste ich einfach vielleicht hergehen und müsste die einzelnen, ich weiß nicht, ob dir das dann wieder zu fummelig ist, das zu kleben, aber dann müsste man fast darüber nachdenken, wenn ihr in der Breite flexibel sein wollt, ob man ohne Randstreifen quasi arbeitet und dann die Teile einfach überlappend klebt. Weil die Meterbreite kriegst du ja auf einer normalen Matte aus dem Plotter auch nicht raus. Das heißt, man müsste so in mindestens 3 Modulen arbeiten, eher in mehr. Ja, das Motiv habe ich zumindest schon richtig geschnallt. Ne? Hier so der untere Teil, aber für Breite. Und schreib mir mal, ob ich das richtig verstanden habe, ohne Baum dann aber wahrscheinlich. Ne? Also wenn du es ans Fenster machen willst, dann quasi nur der untere Bereich, aber davon mehr. Mehr Blumen, mehr Blätter, ein paar Schmetterlinge. Das wäre so. Ich schreibe es mal auf. Ich schreibe es mir mal auf. Die Wiese aus der Frühlingstür. Aber für 1 Meter. Ich überlege mir was. Ist halt 1 Meter, ist halt gerade kritisch, weil das mit 3x30,5 nicht hinhaut. Aber vielleicht mit Katze. Ja, wenn du die Katze magst. Die Katze könnte hier unten irgendwo auch sitzen. Also die Katze einfach runter vom Ast und ein bisschen Bodennähe. Ja, Heike schreibt schon als Rapport am besten. Das wäre genau der Punkt. Man müsste es wahrscheinlich als Rapport machen, als fortsetzbares Muster. Dann könnte man nämlich in den Breiten ein bisschen variieren. Dann kann man, wenn man ein schmaleres Fenster hat, eben nur 2 Module, sage ich mal, hinhängen. Und wenn man ein breiteres Fenster hat, dann eben mehrere aneinander, ja, als Rapport. Ich habe es schon verstanden, Heike. Ich habe es aufgeschrieben. Ich gucke mal, was ich machen kann. Vielleicht 3 Module und dann würde bei 1 Meter man ein kleines Stück von dem ersten Modul wieder dran machen. Das wird aber optisch keinem auffallen. Ich denke mal nach. Ich guck mal. Also, To-Dos habe ich ja mehr als genug. Ich überlege auch gerade, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich hoffe nicht. Ich komme jetzt gleich nochmal zu euch und wink euch nochmal. Trinke gerade nochmal 2 Schluck. Und dann verabschiede ich mich in meinen Urlaub. Nur um die Erwartungshaltung auch für den Stream nach dem Urlaub richtig zu setzen. Tatsächlich habe ich jetzt ja dann offiziell quasi nächste Woche frei. Ich bin weg ab Dienstag bis
Ja, so ungefähr von Dienstag bis Dienstag, also wirklich eine Woche. Heißt, nee, von Dienstag bis Montag. Aber ich komme dann ja erst zurück und dann werde ich unmöglich irgendwas Größeres zu dem nächsten Stream in 2 Wochen fertig haben. Das heißt, wir treffen uns einfach wieder so wie heute. Und ich plaudere einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen, erzähle euch, woran ich so gewerkelt habe. Es gibt ja 1000 kleine Projekte auch, die immer nebenher noch so mitlaufen. Vielleicht ist ja doch irgendeine Kleinigkeit fertig. Aber auf jeden Fall haben wir dann die Gelegenheit, wieder Kundenfotos zu gucken. Also wenn ihr in der Zwischenzeit bastelt, denkt auf jeden Fall an mich und ladet die Kundenfotos gerne auf der Webseite hoch. Ja, und viel mehr fällt mir gerade nicht ein. Es war heute wieder viel querbeet, wir haben uns viel angeguckt. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Und wenn ihr nur jetzt am Ende ein bisschen Inspiration getankt habt, ja, genau, Heike schreibt schon, vielleicht nochmal ein altes Projekt machen. Zur Not machen wir auch das. Also ich habe vorhin schon kurz mit Florian diskutiert, was wir machen mit dem Stream in 2 Wochen. Ob ich den jetzt schon absagen soll, weil ich ja offiziell Urlaub haben soll. Das heißt, ich soll auch nicht im Urlaub die ganze Zeit arbeiten, um den Stream dann wieder zu füllen. Aber ich habe auch gesagt, nee, wir sehen uns auf jeden Fall. Ihr kriegt einfach ein kurzes Update, was so los war. Und wenn es nichts großartig zu berichten gibt, dann machen wir das wirklich so, dann basteln wir irgendeine Kleinigkeit. Es ist ja nicht so, dass es nicht im Shop schon hunderte Projekte gäbe. Dann basteln wir irgendwas, was ich mir selbst auf Vorrat quasi hinstellen kann, damit man so ein kleines Geschenk parat hat. Ja. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, gehabt euch wohl. Oder auch bastelt fleißig, denkt an mich, wenn es darum geht, Fotos zu machen. Und wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen. Freitag in 2 Wochen, zur gehabten Zeit, 20 Uhr. Wer angemeldet ist für die Benachrichtigung für den Stream, sollte dann ganz normal eine Benachrichtigung bekommen. Gerade jetzt, wo wir nicht mehr diesen Jede-Woche-Rhythmus haben, sondern eben so ein bisschen Lücke zwischendrin, ist diese Benachrichtigung, glaube ich, besonders wertvoll, weil man sich dann nicht so sehr fragen muss, ist es jetzt heute oder ist es nicht heute? Wenn ihr angemeldet seid, kriegt ihr eine E-Mail. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen sehen. Ich bin raus, ich bin im Urlaub und wünsche euch eine wunderbare Zeit. Erholt euch auch gut, tankt Energie für alles, was mir noch so einfällt in den 2 Wochen. Und ja, habt es fein. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Macht's gut. Vielen Dank, ihr Lieben, der Stream ist vorbei. Mit Miriam kreativ und auch ihr wart mit dabei. Voller Herzblut, Freude und Kreativität. Es ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Inspiration getankt, wir haben viel gesehen. Doch jetzt wird es langsam Zeit, Richtung Bett zu gehen. Es war ein schöner Abend, durch euch wird's bunt und heiter. Drum sag ich bis zum nächsten Mal, dann basteln wir schon weiter. Gemeinsam basteln und lachen, Freude teilen und Neues schaffen. Bleibt inspiriert, ihr seid genial. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Zusammen kreativ, heute war es wieder toll. Wir hoffen, der Kopf ist jetzt mit Ideen voll. Wir sehen uns bald schon wieder, das ist jetzt schon klar.